links neben dir ist gar keine Wand. Aus irgendeinem Grund habe ich eine Wand erwartet. Da, ja. Wenn da auch eine Wand wäre, wo Ja. soll ich denn rausgehen? Ich dachte, hinter dir wäre eine Tür irgendwie. Ja, ich weiß dachte auch nicht. hinter dir wäre eine Tür, wo du dass das so ein L-förmiger Raum ist. Krass. Okay. Oh, ganze Illusion kaputt gemacht. Das ist, als wenn man ein Buch gelesen hat, auf einmal ist der Film und dann ist alles anders. Ja, da ist die Studiowand, da sitzt das Publikum. Da kannst du Klatsche hin. Nice. Dieser Podcast wird vor allem Live-Publikum aufgezeichnet. Moin zusammen. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe Mini-Jubiläum des Pixel Buddy Podcasts. Heute in einer Konstellation, die wir so, glaube ich, noch nicht hatten. Mit dabei sind Dennis. Hey. Und André. Hi. Jo. Schön, dass wir es geschafft haben. Ich selber war, glaube ich, auch für fast einen Monat raus oder so, was Aufnahmen angeht. Umso besser, dass wir uns nochmal zusammengefuchst haben. Das Ganze mit, ich würde mal behaupten, mal gucken, wie weit wir kommen mit den News. Und danach haben wir auf jeden Fall noch ein paar Spiele, die wir zocken. Und diesmal ist auch dabei ein One More Thing. Freue ich mich auch schon drauf, gleich drüber zu quatschen. Hier setzt gerade der Regen ein. Ist auch schön, Podcast aufnehmen bei Regen. Vielleicht muss ich das im Soundpaket noch irgendwie da drunter legen. Ist, glaube ich, auch würde das Ganze noch mal mehr in Richtung ASMR bewegen, glaube ich. Also durchs Gut. Mikro hört man auf jeden Fall nichts. Hervorragend. Womit setzen wir an? Wollen wir einen Blick in die News werfen? Dann Ja, können wir gerne tun. wäre das erste große Ding, dass sowohl Steam als auch itch.io die haben Druck bekommen von Visa Card und Mastercard und haben ihre Erwachsenenspiele zurückgezogen, beziehungsweise einen kleinen Teil oder auch einen großen Teil, je nachdem, wo man guckt. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann ist es bei itch.io sind es ungefähr 15.000 Spiele oder so. Und bei Steam sind es 60 oder sowas, die den Laden verlassen haben. Mit einigen großen Unterschieden. Irgendwie bei Steam sind es, also ich habe niemanden gesehen, der aufgrund der Spiele an sich die Hände in die Höhe geworfen hat und gesagt hat, oh mein Gott, sondern eher aus dem Prinzip heraus, wo da der Stopppunkt ist. Bei itch.io waren anscheinend auch preisgekrönte Spiele dabei, die also eins, das sich mit Ernährung und mit Ernährungskrankheiten beschäftigt, mehr oder weniger, was mit rausgenommen wurde. Warum, weiß man nicht. Bei itch.io kann man sie auch nicht wieder runterladen, neu, sondern die sind jetzt weg. Wenn man die gekauft hat, sind sie ebenfalls weg. Die sind auch nicht mehr in deiner Bibliothek quasi drin. Genau. Bei Steam, wie üblich halt, wenn du die gekauft hast, kannst du weiter runterladen. Ja, es sind quasi delistet, man kann sie nicht neu kaufen, aber wenn man sie gekauft hat, hat man sie in seiner Bibliothek immerhin. Aber ja, ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass man jetzt drauf guckt und so ein bisschen die Vorgehensweise dabei hinterfragt. Also mir kam das auch völlig eigenartig vor, als ich das ich glaube, heute Morgen erst in News gelesen hatte, dass aufgrund von einem Kreditkartenanbieter jetzt Spiele von Steam runtergenommen wurden. Da musste ich mir erstmal einlesen, wie das überhaupt sein kann, dass ein Zahlungsanbieter das irgendwie veranlasst, dass da Produkte quasi aus dem Laden genommen werden. Also es ist auf jeden Fall erstmal so, dass die Kreditkartenanbieter früher schon in der Kritik standen wegen Pornografie auf Pornhub und so weiter, dass damit gezahlt werden konnte. Und in den USA ist es wohl so, dass die dann halt auch zur Rechenschaft dafür gezogen werden, für die Produkte, die gekauft werden mit ihrem Service quasi. Und daher rührt das jetzt so ein bisschen. Ja, aber eine ganz kuriose Geschichte. Also, und ja, Steam kuscht jetzt halt und hat eine neue Klausel in ihren AGBs hinzugefügt. Kann die gleich mal raussuchen, die es dann halt, ja, denen erlaubt quasi da vorzugehen. Ist halt eine eigenartige Weise der Zensur, wenn man so will. Und das ist jetzt so ein bisschen eigenartig. Man weiß halt nicht, wo das hinführen soll. Es könnte jetzt auch, keine Ahnung, durch die Willkür einfach heißen, dass keine Spiele ab 18 mehr mit Mastercard bezahlt werden können. Ich glaube, in Europa ist es nochmal eine andere Nummer. Wir sind Kreditkarten noch nicht ganz so gewöhnt, aber in den USA ist es halt das völlig gängige Zahlungsmittel. Ja, ich finde es auch abgefahren. Ich habe
paar Sachen überschlagen zu dem Thema. Das, was ich gelesen hatte, es gab wohl einen Verge-Artikel, der eine Weile online war, der dann aber rausgenommen wurde oder wieder runtergenommen werden musste, wo es darum ging, dass es anscheinend eine Gruppe von religiösen Hardlinern gibt in den USA, die das Thema pushen und die halt anscheinend genug Einfluss haben bei Mastercard und Visa-Card, um die quasi als Hebel zu benutzen, um diese Spiele von Plattformen runterzubekommen oder Inhalte von Plattformen zu bannen und entfernen. Und auch Ja. genug Hebel gehabt haben, um den Artikel von der Seite wieder runterzunehmen. Der Autor hat bei Twitter geschrieben, so, ja, war nicht meine Entscheidung, ich kündige. Ähm, ja, Holy shit, ey. ja, der Artikel wurde nicht runtergenommen, weil er inhaltlich falsch war oder schlecht recherchiert war oder so, sondern er wurde rausgenommen, weil es politisch falsch oder in diesem Punkt irgendwie hat er keine Gewollt Rückendeckung. war. Genau. Keine Rückendeckung und hat direkt gesagt, so, dann ziehe ich meine Konsequenzen, dann das ist keine Pressearbeit mehr. Ja, ist, Wie hätte das klingen können in Amerika? ja, ist Ja, eine wenigstens ist er krasse seinen Kiste. eigenen. Aber Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Ja, kannst ja zum anderen Arbeitgeber gehen, da kannst du versuchen, mit deiner Meinungsfreiheit weiterzukommen. Klar, wie viele schon. Videospiel-Presse-Outlets gibt es noch, die in irgendeiner Form Pressefreiheit praktizieren? Ich glaube, da sind nicht mehr viele. Macht einfach einen unabhängigen Podcast, kann euch niemand was. So. Ja. Ja, Könnt ich ihr bin das gespannt. propagieren, was euch gefällt? So, für die Audio-Listener, André trägt ein fantastisches T-Shirt, kein Bock auf Rassistinnen. Das kann Ich doch die mal. Pause vergessen. Ah, die Weißt Pause du, vergessen. der Mist Richtig. wird doch geklippt und RassistInnen. und Das triggert noch mehr Leute draußen. Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall war das Argument auf jeden Fall erstmal bei Steam die ganzen sexuellen, expliziten Inhalte und ging um viele Visual Novels und ja, da hatten sie dann halt Angst, dass ihnen das auf die Füße fällt. Deswegen haben sie die dann vorsichtshalber einige davon runtergenommen. Ich finde, es geht jetzt auch gar nicht mal unbedingt darum, wie du schon sagtest, was das für Spiele sind. Da will ich auch überhaupt niemanden kritisieren oder keine Ahnung, das kann ja jeder, aber diese Spiele runterzunehmen ist halt völlig der falsche Weg. Von mir aus kann man die hinter einer, keine Ahnung, hinter einer ab 18 Schranke nochmal extra irgendwie machen bei Steam oder sonst was, aber die jetzt runterzunehmen und das komplett einzuschränken, ist halt einfach der falsche Weg, finde ich. Das Ding ist, bei vielen Spielen oder bei vielen Services wird ja quasi die Kreditkarte hinterlegt, um die ab 18 Sperre zu umgehen. Und ich denke Ja. mal, so wird das in Amerika auch sein. Und da haben die dann etwas längeren Hebel, die Kreditkartenbesitzer nachher. Ne? Ja, ist Ja. halt interessant. Ich habe auch erst überlegt, hängt das damit zusammen, wie eine Kreditkarte funktioniert? Aber die können ja einfach sagen, ihr benutzt unseren Bezahlservice, wir bieten den Service an und können dann auch sagen, für diese Transaktion ziehen wir unseren Service quasi zurück. Ja. Das ist schon super interessant. Ich hatte erst überlegt, ob das damit so hängt, dass quasi eine Kreditkarte oder ein Kreditinstitut quasi in Vorleistung geht. Aber ich bezweifle mal, dass das hier mit einer ganz normalen Bankeinzug in Deutschland möglich wäre, dass meine Sparkasse sagt, ey, tut mir leid, du kannst mit deinem Sparkassenkarte bitte keine Pornos kaufen oder sowas. Also das fände ich sehr eigenartig. Hast du dir mal angeguckt, was das ist? Die Transaktion nicht. So nicht. So nicht. Ja, Ja, das, vielleicht gibt es ja so Banken. Weiß genau. ich nicht. Ich könnte mir jetzt nämlich als Konsequenz daraus vorstellen, so dass es zum einen gerade für diese Inhalte dann einen Nischenmarkt gibt, der sich jetzt dadurch etablieren kann, indem er halt zum Beispiel 15.000 Spiele von itch.io unter die Haube nimmt. Und gleichzeitig auch irgendwie, weiß ich nicht, ein neuer Kreditkartenanbieter, der damit Credit irgendwie Hub. keine Probleme hat. Credit Hub. Ja. Macht jetzt sein eigenes Kreditkartenunternehmen. Aber Ja. man muss ja immer dazu sagen, wo zieht man dann die Reißleine? Also jetzt sind ja hauptsächlich Spiele runtergenommen, die relativ explizite Inhalte hatten, aber es ging halt auch um Spiele, wo Themen aufgegriffen wurden, die man, finde ich, einfach auch aufgreifen muss als Kunstmedium oder als Videospiel. Im Film sagen wir ja auch nicht, nur weil bei, keine Ahnung, Game of Thrones eine Vergewaltigungsszene drin ist, dass das jetzt zensiert wird.
Ich meine, diese Szene ist ja auch in einem Kontext. Das ist ja nichts Verherrlichendes in dem Sinne, sondern das war ja eine drastische Darstellung und 'ne ganz furchtbare Szene. Ähm, Das muss man ja auch noch mal unterscheiden. Nur weil da so eine Szene drin ist, heißt das ja nicht gleich, dass das da gutgeheißen wird und propagiert wird, in 'nem positiven Licht dargestellt. Auf Und jeden da Fall. finde ich, ist es halt auch so ein bisschen das Problem. Ähm, Ich hatte auch Obwohl, gelesen von Detroit ja. Become Human. Das ist auch versucht worden, in Australien aus dem Geschäft zu nehmen, weil da auch wohl Szenen drin sind von sexuellen Übergriffen und so, aber halt auch in einem ganz anderen Kontext und überhaupt nicht verherrlichend. Wobei ich mir Da, einige Titel von den Spielen durchgelesen habe und das nicht so klang, als sei das irgendwie aufklärerisch da mit reingenommen. Da waren schon nee, also sehr in dem Fall, explizite. wo wir jetzt noch sind, in dem Stadium, waren das hauptsächlich auch Pornospiele. Muss man, glaube ich, klar sagen. Aber es ist Genau. halt Und die auch Frage, grenzwertige. ja, man muss halt sagen, wo hört das dann auf? Ich meine, ist das jetzt erst der Anfang und sagen die demnächst, ja, keine Ahnung, GTA 6 kannst du auch nicht mehr kaufen. Beziehungsweise, wir wissen ja, dass religiöse Hardliner auch gerne mal Probleme mit LGBTQ-Gruppen haben oder sowas. So, alle Spiele, die damit gefleckt sind, warum nicht die als nächstes, ne? Also, Ja, die Frage ist halt, wo die ihre Reißleine ziehen. ja, genau. Ich hatte auch schon an Cyberpunk gedacht, wo auch relativ explizit sehr viel Sex zu sehen ist und viel Gewalt und Zerstückelung und so weiter. Das ist ja auch, wenn du das mal vergleichst mit GTA 5, das ist ja um Welten nochmal eine ganz andere Nummer und ja, das könnte das nächste Opfer sein, blöd gesagt. Yes. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Wir müssen mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, ebenfalls. Ähm, ich bin auf jeden Fall, was schlechte News angeht, die letzten paar Wochen erstmal bedient. Deswegen machen wir den harten Cut äh, und sprechen über Pokémon. Diese Woche gab es eine Pokémon Presents, in der diverse neue Spiele angekündigt wurden, beziehungsweise Spiele präsentiert wurden. Unter anderem Pokémon Friends, ein Puzzlespiel für Handys und also gratis auf Handys und auf der Switch. Irgendwie kann man nur das Premium-Paket kaufen für einen Zehner. So ein bisschen Picross ähnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Dann, Picross. ja, Pokémon Champions, was früher so ein bisschen wie auf der Wii oder auf dem N64 Pokémon Stadium ist, wo du halt deine Pokémon aus diversen Spielen irgendwie gegeneinander antreten lassen kannst. Auch Handy, Switch. Pokémon Unite, das League of Legends Pokémon, geht irgendwie ins 4. Jahr. Da gab es ein Special zu. Und zwei Sachen, die ich wirklich cool fand, ist einmal Pokémon Concierge. Das ist eine Miniserie bei Netflix zu Pokémon, die im Stop-Motion-Stil gemacht wurde. Das sind immer nur ganz kleine Folgen, wie so Hm. 5 Minuten jeweils, über ein Pokémon-Hotel. Und Anton ist einer der Hauptcharaktere, bestes Pokémon. Wie geil sieht Und das denn aus? ja, genau, es ist halt ein super süßer Stil und irgendwie perfekt. So, das ist ein perfekter Animationsstil für sowas wie Pokémon. Da kommen jetzt Hätte irgendwie ich in ein paar den, Wochen neue Folgen raus. hätte ich denen nie zugetraut, weil die Pokémon immer in diesem klassischen Comic-Look dargestellt werden und man das überhaupt nicht anders gewohnt ist, außer von irgendwelcher Fanart, wo mal ein realistisches Pokémon gefotoshoppt wurde, was meistens ganz gruselig war. Ja, Aber ja, super cool. auch der Film, der hatte auch einfach vom Stil her, war der so weit weg von dem, was Stimmt. wie das jetzt aussieht. Ja. Ähm, und mein persönliches Highlight aus dem Ding ist, im Englischen ist der Titel Surfetched und Pichu. Ist auch eine Kurzserie, die ist aber noch 2 Jahre entfernt. Surfetched ist, glaube ich, Lauchzelot, wenn ich das richtig sehe im Deutschen. Auch ein sehr cool designtes Pokémon, finde ich. Von den neueren her finde ich, ist ein Highlight. Und das ist eine Serie von den Wallace und Gromit-Leuten. Äh, Mhm. Knetanimation. Auch vom Stil her einfach ein geiler Match für Pokémon. Gab es einen kleinen Trailer zu. Sieht süß aus. Ich Das gucke geht auch auf, mit einem, das auf geht mit YouTube einem gucke ich Schaf. gerade. Ja, erzähl du erst. Ich sag halt, der Trailer geht mit einem Schaf los. Das ist auch kein Zufall. Die haben auch Shaun das Schaf gemacht, ne? Mhm. Ja.
gucke auf YouTube im Moment gerne diese Poke-Earth-Dokumentationen. Die sind immer so aufgebaut wie unsere Erde und dann nehmen die sich immer so ein Pokémon vor und stellen das dann vor. Und auch dann mit dieser ruhigen Stimme wie bei unsere Erde. So, das ist ein Dodu. Und es läuft jetzt durch die Prärie und am Ende fängt das an zu fliegen und so mit den Köpfen, die dann rumkreiseln und völlig skurril. Aber das erinnert mich einfach so an diese unsere Erde-Teile und total cozy für sonntags morgens auf dem Sofa. Klingt nice. Wie lang sind die? Unterschiedlich, so zwischen 10 und 20 Minuten meistens. Muss mal Link rüberflanken. Ja, genau. Das war quasi der harte Cut in knuddelige, positive Nachrichten. Auch neuer Trailer zu Pokémon Z bis A dabei. Da habe ich letztens irgendwie online gesehen, warum der Titel Sinn macht, weil es quasi die Fortsetzung ist zu Pokémon X und Y. Und dann kommt Z und dann kommt A. Und okay. ja, und in-game gibt es wohl eine Liga, wo man mit Z anfängt und sich dann bis zu Rang A hochkämpft oder sowas. Keine Ahnung. Vom Setting her nicht zwingend meins, aber ich finde, die haben ihre Charakterdesigns sehr gut im Griff gerade. So, da sind einige Charaktere bei, die echt nice sind. Prinzipiell wahrscheinlich irgendwie sowas wie High-Quality PS3-Render auf einem 4K-Level oder sowas. Finde ich aber gar nicht schlimm, so von der Grafikqualität. So, wenn es flüssig läuft und wenn die Auflösung passt und so, dann ist das okay, wenn der Stil in Ordnung ist. Und ich finde, die NPCs da sind schon okay. Und endlich sind ich mochte die Kristall-Pokémon nicht, diese komischen, die ihre komischen Kronen oder sowas auf hatten. Und jetzt sind es wieder diese wie heißen die? Giga Evolution? Nee. Giga Dynamax, glaube ich. Giga Wo die Dynamax. so riesig groß werden quasi, ja. Genau, ja, nee, und eigene Formen haben, oder? Nee, nicht die riesig großen, sondern die extra Ja, die sehen auch Evolutionsstufe. wieder anders, genau. Die sehen noch mal, Okay. Es gibt die Dynamax-Pokémon und es gibt dann nochmal diese Giga Dynamax und die sehen noch wieder anders aus. Okay, dann ist es wahrscheinlich die Dynamax-Dinger, also wo Glurak noch ein extra Ding hat oder ja, Also es gibt sowas. Ja, genau. Genau, sieht interessant aus. Und das war jetzt das erste Mal irgendwie, dass mich einer von den Trailern so gekriegt hat, dass ich mir überlege, vielleicht ist es mal wieder Zeit das für nochmal Pokémon. anzugucken. Ja, vielleicht ist das mal ein Blick wert, wenn das Gameplay stimmt und die Bewertungen da sind. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind die Pokémon-Fans auch mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden. Also gerade die erwachsenen Pokémon-Fans. Ja, ich habe jetzt das erste Mal, kommen gleich noch zu, bei Bonanza, ich habe jetzt das erste Mal wieder digital gekauft bei Nintendo, habe ich lange nicht gemacht. Aber der Yen ist momentan in so einem guten Verhältnis zum Euro, dass man quasi irgendwie die Hälfte an Kohle spart, wenn man das darüber macht. Und wenn das bei Pokémon auch so ist, dann so 45 Euro. Könnte ich drüber nachdenken. 80? Glaube ich nicht. Jo. Ich habe noch zwei kleine News. Einmal die Elden Ring Erfolgsreihe reißt nicht ab, aber wird immer ein Stückchen kleiner. Und zwar Elden Night Rain ist ja vor kurzem rausgekommen. Das hat sich jetzt schon 5 Millionen Mal verkauft. Ist in meiner Bubble tatsächlich fast gar nicht angekommen. André, ich glaube, du spielst es auch nicht, ne? Ich wollte es eigentlich spielen, ich habe es auch auf der Wishlist und ich habe es immer wieder gesehen. Aber es macht halt mehr Spaß mit mehreren Leuten. Und du musst Leute haben, Yes. die das auch spielen. Ja, und ich glaube auch Leute, die du kennst. Also du musst ja schon gut zusammenarbeiten. Ich hatte auch das Gefühl, der Hype vorher war recht ordentlich, aber ich hatte das Gefühl, das war dann auch so nach 2 Wochen irgendwie schon wieder weg. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass recht schnell abgeflacht ist und dachte, das hält sich ein bisschen länger. 5 Ich glaube, das ist Millionen. auch relativ eintönig, habe ich so in Longplays gesehen, weil die Karte halt immer sehr ähnlich aufgebaut ist. Von den Sachen, die man findet auch. Und Ich hoffe halt, dass mit vielleicht dem wenn- Erfolg, es wurde bislang ganz gut gepatcht, so wie ich es mitbekommen habe. Also es sind neue Bosse mit reingekommen schon und so. Ich könnte mir vorstellen, dass die halt das Ganze frisch halten wollen. Und
bin mal gespannt. Ich glaube, wenn wir mit einem Sale irgendwann einsteigen, André, dann machen wir nichts verkehrt, falls wir mit einem Sale einsteigen. Ne, ich hatte jetzt auch keine großartige Kritik gehört unbedingt, zumindest nichts, was irgendwie durch was Balancing angeht und sowas. Und auch, dass sie da ganz gut am Patchen sind, jetzt nichts, Katastrophales, aber, ja, die müssen halt jetzt gucken, wenn es ein Servicespiel ist, musst du halt immer regelmäßig Patches und vielleicht auch kleine Inhaltsupdates und so weiter bringen, um das interessant zu halten. Aber ja, mal gucken. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es ein richtiger Flop war. Ich hatte einfach nur das Gefühl, die Aufmerksamkeit war recht schnell wieder weg. Ja, das stimmt. Ist aber auch gerade einfach, die Spiele-Releases sind gerade so staccato-mäßig mal wieder, dass irgendwie wenig schafft's, oben auf der Newsblase zu schwimmen oder auf dem Internetbewusstsein. Ja, Äh, es sind auch viel zu viele negative Sachen, die gerade so immer auf ja, einen einprasseln, was Gaming-Industrie angeht. yes. Shadow of the Earth Tree, 10 Millionen Mal verkauft, das Add-on zu Elden Ring, was auch nicht schlecht ist, weil ich glaube, Elden Ring selber ist erst bei 2025 oder so, wenn ich das richtig im Kopf Boah, habe. das heißt, die Hälfte der Leute haben die Erweiterung gekauft. Sieht danach Das ist ein aus. guter Schnitt, würde ich Ja, behaupten. denke ich auch. Von den hier Anwesenden im Podcast. Ich bin der Elden Ring hat, aber die Erweiterung nicht. Okay, ich habe die Erweiterung gekauft. Ich habe die Erweiterung nicht, weil ich mir, ja, eine Woche bevor das rauskam, habe ich mir meinen Daumen kaputt gemacht. Oh ja. Und dann habe ich es mir nicht mehr gekauft, weil ich Elden Ring halt mit dem Controller gespielt habe. Und auch, ich habe Elden Ring zu 100% durch. Ich habe das Spiel geliebt, dreimal komplett durchgespielt oder dreieinhalb Mal sogar. Und dann war mein Daumen aber kaputt, wirklich eine Woche vorher und ich konnte ihn gar nicht bewegen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich mir das nicht, weil dann kaufe ich mir das, dann kann ich es nicht spielen. Das ist auch fies einfach. Und ja, das hat knapp 10 Wochen gedauert, bis ich den Daumen wieder ordentlich bewegen konnte. Und dann war Und du hast irgendwie nicht war dann wieder anderes wichtig. und du hattest nicht einfach die Dance Dance Revolution Matte ausgepackt und das Ja. Darkran gespielt? Und da haben Malenia Fights mitgemacht. Nee, so Oh gut war jo. ich dann auch nicht. Ja, wäre vielleicht noch was gewesen, wenn das eine VR-Unterstützung gehabt hätte. Dann hätte ich die Schwerter halt so geschwungen. Ach Aber so. ohne den Dann eher Daumen die ist das Dance echt Dance schwer. Revolution Matte. Oder in Ich, Kombination. ich habe noch einen Donkey Konga Controller zu Hause rumliegen. Den könnte ich dir zukommen lassen. Das wäre auch was. Ja. Ähm, genau. Und letzte Ding, einfach weil ich es interessant fand. Die Entwickler von Ghost of Tsushima und Ghost of Yotai, äh, Ja, irgend sowas. Potato Potato, haben sich dazu entschieden, im Nachfolger die Karte auf der genau derselben Größe zu halten wie bei Ghost of Tsushima, weil sie die Dichte von Ereignissen, NPCs und so weiter so halten wollten wie bei Ghost of Tsushima. In Mhm. einer Zeit, in der grundsätzlich immer eins der Werbemittel, zumindest kommt mir das so vor bei Ubisoft-Spielen und so, 10-mal so viel Platz, 10-mal so viel Welt, wir haben Ja, doppelt ja. so viel und Größer. so weiter. 100 Quadratkilometer mehr, 10 Gärten, bla bla bla. Doppelt so viele Ingame-Käufe. Genau. Finde Nee, ich ich es fand die gut, Größe. dass sich Ja, die mach ich weiter, Entwickler sorry. dazu entschieden haben, ähm, so das, was den ersten Teil gut gemacht hat, hier beizubehalten und sich nicht zwingend zu steigern oder so, was Ja. die Größe angeht, sondern einfach auf Qualität zu gehen. Ja, ich fand auch, der erste hatte eine schöne Größe, eine schöne Dichte an, ja, wie du sagtest, an der Vegetation, an den Biomen quasi, die man durchstreift und so. Ich glaube, der Vorteil vom ersten war, dass die Insel in echt relativ klein ist und dass das Verhältnis war jetzt nicht 1:1, um Gottes Willen, aber dichter beisammen war, also von der Darstellung im Spiel zur Realität. Und ich glaube, die Diskrepanz wird jetzt ein bisschen größer wahrscheinlich werden. Aber definitiv die richtige Entscheidung. Ich merke es jetzt auch bei Kingdom Come. Das hat 2 Karten, die mit einer Ladezeit unterbrochen sind, aber die sind auch groß, aber du hast halt alles, also was heißt groß? Du bist halt nur mit Pferd und zu Fuß unterwegs und dementsprechend ist auch die Reisegeschwindigkeit recht langsam. Ähm, und das ist halt schön dicht gepackt. Du hast alle paar hundert Meter ein Dorf oder irgendwelche Lager zu entdecken und so. Ja, das ist schon wichtig, da 'n
'n gutes Verhältnis zu haben. Ich finde eigentlich, Fallout hat das eigentlich auch immer ganz gut gemacht. Die hatten auch immer den Vorteil, dass relativ viele Hügel drinne waren und die Sichtweiten nie so riesig groß waren. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das fördert das irgendwie ein bisschen, dass du Sachen dichter beieinander machen kannst. Ich glaube, ich hatte mal eine Karte von GTA San Andreas gesehen, wo der Nebel entfernt war. Und dann hast du erst mal gesehen, wie dicht die Sachen eigentlich beieinander sind. Sah völlig ulkig aus, wenn dieser Nebel plötzlich weg war. Und das hat Fallout meistens so gelöst, dass sie kleine Hügel oder sowas dazwischen hatten und man deshalb nicht so weit gucken konnte. Ja, gute Idee mit den Hügeln. Ich erinnere mich da immer gerne an den Anfang von Breath of the Wild, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn ich irgendwo hin wollte, musste ich es wirklich planen, so halbwegs. So, wenn ich Hm. über den Hügel will, brauche ich das und das Item, mit dem ich mein Stamina zurücksetzen kann, wenn die Leiste noch sehr gering ist und so. Ähm, Ja, wenn ja, ich das finde wenn auch, das Reisen so als Spielmechanik integriert ist und Spielbestandteil ist, dann ist es auch cool. Aber wenn du halt einfach nur gezwungen wirst, mit deinem Pferd wieder stundenlang durch Steppe zu reiten, bei Red Dead Redemption fand ich das auch cool. Da waren halt die Gespräche unterwegs, die dich unterhalten haben, oder da sind Dinge passiert auf dem Weg, irgendwelche Random Encounters und sowas. Da war das auch cool. Vor allem war halt stimmungsmäßig was geboten, irgendwelche Sonnenuntergänge oder sowas. ja, Ähm, aber wenn es halt echt einfach nur oder viel Backtracking ist, dass du ständig über die Karte hin und her geschickt wirst, ist auch nervig. Ja. ja, Muss die auf schon jeden ein Fall. bisschen mit interessanten Dingen füllen, die Karte. Ja. Nur Größe ist nicht. Nee, aber ab und zu hilft's. Ähm, theoretisch würde ich sagen, sind wir durch mit den News. Wenn wir zu unseren Spielen kommen wollen, ist das hier nämlich gerade die perfekte Überleitung. Denn es gibt wahrscheinlich kein Spiel, das gerade größer plant als Star Citizen. Und Und was auch eine André, dich ziemlich hat's. große Karte hat. Ja, kann man so Eine sagen. Karte. Diverse Karten. Wobei der Nachteil da natürlich auch immer noch ist, dass die Karte nicht mit Leben gefüllt ist. Ne? Die ganzen Ja, Points aber of die Interest. Entschuldigung hatte Star Citizen, hatte ach Gott, wie heißt das denn, dämliche Spiel? No Man's Sky. Bethesda? Starfield. Starfield, danke. Ah, Das hatten die okay. doch auch als Entschuldigung. Ja, aber es ist der Weltraum. Da ist halt nichts. Was wollt ihr? Ja, nur ich Nee, finde halt, bei Star Citizen sind andere Leute, die haben andere Ansprüche an ihren Weltraum als die Leute, die ein Bethesda-Spiel spielen wollen. ja, die Planung ist da ja auch anders. Also die wollen diese Planeten gar nicht so niedrig halten. Die wollen da auch Siedlungen, also prozedural generieren lassen anhand der Begebenheiten da. Aber die sind natürlich noch lange nicht da. Das Spiel wird noch einige Jahre Entwicklung brauchen. Nächstes Jahr kommt ja erstmal Squadron 42 raus, also die Singleplayer-Kampagne davon. Und im I doubt it. Moment, also es steht drin, soll ja auch schon fertig sein seit letztem Jahr. Die machen ja nur noch Polishing, soweit ich gehört habe. Ich hoffe, es wird, weil im Moment alle Ressourcen irgendwie da reingesteckt werden, habe ich das Gefühl. Also die ganze Entwicklung von Star Citizen selber, die sind ja dieses Jahr auf die 4.0 gegangen, was ein großer Sprung war. Aber ich glaube, die meisten, die meisten Entwickler sind mit Squadron 42 beschäftigt. Was Dass hat dich das denn auch klappt zurückgezogen nächstes Jahr. eigentlich? Hm? Was hat dich zurückgezogen? Du hast ja eine ganze Weile 4.0. nicht gespielt und bist jetzt wieder angefangen, ne? Genau, die 4.0 hat mich wieder zurückgezogen. Einfach mal wieder reingucken, was gibt's so Neues alles. Und ja, es ist einfach angenehmer zu spielen geworden. Viele Bugs sind nicht mehr da. Früher war das zum Beispiel so, wenn du dein Raumschiff mit irgendwelchen Kisten beladen hast und die waren nicht genau, also die haben ja so ein Grid, wo die dann einrasten. Und wenn du eine Kiste mitgenommen hast und die war nicht in diesem Grid, dann bist du einfach Gefahr gelaufen, dass alles explodiert. So, das war was. Oder du bist durch den Boden durchgefallen. Fahrstühle haben plötzlich ihren Boden verloren und du bist durch den Planeten gefallen. Und also ich will nicht sagen, dass das nicht immer noch irgendwo passiert, aber es ist wesentlich weniger geworden. Die wollen ja dieses Jahr auch das Jahr der Performance machen. Und in diesem Jahr ist es auch so, also die haben jetzt den Patch 4.0 hatten die ja rausgehauen. Und im Prinzip, man hat ja immer einen Progress in dem Spiel, dass man sich auch Schiffe holt und Sachen freispielt. Und das ist quasi der letzte Patch, wo noch mal alles gewiped wurde, weil am Anfang von solchen großen Patches, da wird ja wieder alles auf Null gesetzt, so als hätte man das Spiel gerade erst frisch installiert, sag ich mal.
Und den Progress nimmt man jetzt mit und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal wieder rein. Ja, und es Ja, ich fühlt glaube, sich besser an. dann hältst du die Leute auch so ein bisschen dran, wenn jetzt, also ich hoffe, sie halten das Versprechen, dass jetzt die Leute ihren Progress auch behalten, weil ich glaube, das ist ein großes Versprechen. Das war auch damals so ein bisschen immer bei mir im Hinterkopf. Ich hatte nur mal so ein Free Flight mitgemacht. Ich glaube, das war auch zu irgendeinem großen Update, gibt es die immer, dass man da mehr oder weniger kostenlos reinschnuppern kann. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, komplett Ähm, kostenlos. Du brauchst nur einen ja. Account. Genau, und ja, da hat das auch immer noch so ein bisschen mitgeschwungen, da habe ich das auch gelesen. Ist aber jetzt auch schon bestimmt 1,5, 2 Jahre her, dass ich das mitgemacht hatte. Und ja, das ist halt immer schade, wenn du dann sowas verlierst. Ich meine, du weißt, das ist alles im Aufbau und so weiter. Und ja, aber interessiert bin ich ja dran. Das ist ja schon arg mein Genre und ich wünsche denen eigentlich nur das Beste, aber ich kann die Kritik halt auch nachvollziehen. Ja, die kann ich auch nachvollziehen. Also es passieren immer noch fürchterliche Sachen. Im Moment läuft gerade so ein Event, wo man Fracht im Prinzip an die Stationen bringen muss. Also die wollen irgendwas aufbauen und letztendlich ist das so ein Rennen zwischen den 4 großen Planeten und wer am Ende die meisten Spieler, also wer am meisten Fracht dahin gebracht hat, der hat gewonnen. So, und jetzt war das so, am Anfang konnte man ganz viele verschiedene Quests machen. Also ein großes ist natürlich das Hauling, dass man irgendwelche Sachen irgendwo abholt und dann in die Hauptstadt bringt. Eine andere war aber auch noch, man konnte minen gehen. Und diese Stoffe, das sind drei Ressourcen, die konnte man dann abbauen mit seinem Mining-Schiff und dann abliefern, hat einem auch Progress gebracht. Oder man konnte andere Schiffe eskortieren, die diese Fracht an Bord hatten und hat das dann für seinen Progress gut geschrieben gekriegt. Und am Ende kriegt man dafür quasi so echt Geld-Rewards, kann man sagen. Skins für die Schiffe, Waffen, die dann auch bleiben. Wenn das Spiel released wird, dann hast du die in deinem Inventar drin. Und jetzt war das aber so buggy einfach, dass sie nur noch die Hauling-Missionen drin haben. Und das ist auch noch die schlimmste, weil diese Aufzüge, wo diese Fracht dann drin ist, ständig kaputt sind. So, und du hast viel zu viele Spieler, die jetzt nur noch diese Mission machen. Das heißt, es sind richtige Schlangen an den Aufzügen. Oft geht es da zivilisiert zu, muss ich sagen. Also aus dieser Not heraus entstehen dann auch wieder gute Sachen, sage ich mal. Also man hilft sich an diesen Aufzügen, dass man die leer macht und die Schiffe beladen werden und man das dann einfach mit mehreren Leuten macht. Aber eigentlich sollte das so nicht sein. Man hat so viel Platz auf diesem Planeten und am Anfang waren das, glaube ich, nur 3 Center, die diese Kisten dann verteilt haben. Und da waren also Schlangen von mehreren Dutzend Leuten. Ich finde das Spiel als Projekt einfach auch immer wieder spannend, wenn man eine Weile nicht reingeschnuppert hat, dann mal wieder einen Blick zu riskieren. Ich habe zum Beispiel heute eine Mission mit André gemacht, einfach mal, um wieder mal zu gucken, wo das Spiel gerade ist. Und ich glaube, es war das erste Mal seit wahrscheinlich einem Jahr oder so, dass ich da reingeguckt habe. Wahrscheinlich sogar länger, also wahrscheinlich deutlich länger. Ich war positiv überrascht von der Performance. Also ich war die meiste Zeit irgendwo so zwischen 45 und 60 FPS, was halt also das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, war das nicht. ähm, und durch dieses Server-Meshing haben sie jetzt gerade auch die Anzahl der Leute auf einem Server ist bei 600, glaube ich, ne? Ja, versechsfacht. Und Krass. dafür lief das echt okay. Ne? Man kann sich ja mal so ein paar Statistiken anzeigen lassen und so. Was auch zusammen auf einem Schiff, so was das letzte Mal war genau das, was André erwähnt hatte, so man fällt mal raus oder man zuckelt da auf demselben Schiff irgendwie so durch die Gegend und man bewegt sich gar nicht flüssig. Das war alles irgendwie nicht der Fall. Was natürlich der Fall ist, ist, dass es ein hart simulationslastiges Spiel ist. Das heißt, ich bin gespawnt und musste mich erstmal mit der gesamten Steuerung und so wieder zurechtfinden und das theoretisch braucht. Ich behaupte jetzt einfach mal eine halbe Stunde oder sowas, weil schon das Navigationssystem nicht einem Videospielstandard entspricht oder sowas, sondern es funktioniert auch gut, aber man muss es lernen. Und es Ja. funktioniert nicht es ist nicht so intuitiv, dass man jetzt, okay, mit WASD bewege ich die Karte und dann das und das. Nee, mit der linken Maustaste drehst du die Karte, mit der rechten verschiebst du die Karte, mit R setzt du dir eine Navigation irgendwo hin und so. Und man muss über die Suche dann manuell eingeben, wo man überhaupt hin will und so weiter. Das funktioniert echt gut, aber es funktioniert halt wie in keinem anderen Videospiel. Und deswegen, Ja, ja,
braucht man eine Es Weile. ist halt selten, dass man wirklich im dreidimensionalen Raum unterwegs ist. Also ich habe mehr Elite Dangerous gespielt und da ist es halt auch so. Du hast so eine große Sternenkarte und klickst dann deine Sterne an und planst deine Reise und guckst, wie weit kannst du überhaupt springen von Stern zu Stern, wo kannst du wieder auftanken an der Sonne und musst deine Trips halt wirklich planen. Was mich überrascht hat, dass das Fliegen tatsächlich, damals als ich es gespielt habe, relativ einfach war. Das habe ich auch simulationslastiger erwartet. Aber es ist halt auch einfach super umfangreich und kommt halt eher von diesen klassischen Science-Fiction-Simulationen. Ich kann mich noch erinnern, FreeSpace habe ich damals zum Beispiel gespielt, das war auch cool. Und da kommt es halt eher her. Ja, müssen halt gucken, ob sie das mit Tutorials noch zugänglich genug bekommen, aber es richtet sich halt eigentlich auch genau an die Spieler, die da ein bisschen mehr Simulation suchen. Ja, es gibt zwar ein Tutorial, das ist eine halbe Stunde, aber da lernt man im Prinzip nur, wie bewege ich meinen Charakter und wie starte und lande ich mein Schiff. So das Nötigste, aber alles andere. Es gibt ein Guide-System, wo man sich quasi andere Spieler sucht und auch über die Internetseite und dann die Spieler zusammengeführt werden und einem das dann beigebracht wird. Also so ein Notsystem, sag ich mal. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen darauf ausgelegt, dass also ich kann es jetzt nur mit Elite vergleichen, weil ich das länger gespielt habe. Da bildet sich halt auch eine Community und man hilft sich gegenseitig. Auch zum Beispiel solche ich habe bei Elite Dangerous viel Handel betrieben, so Handelsrouten, irgendwie zu gucken, wie läuft gerade die Wirtschaft, welche Route macht gerade Sinn, von wo nach wo und so weiter. Da bilden sich ja ganze Guides und Communities drumrum, die sich da spezialisieren. Ja, da gibt es richtige Websites jetzt auch für, wo was einkaufen und wohin, mit welchem Schiff kannst du was am besten machen, weil die Menge an Frachtraum, die du hast, das natürlich auch begrenzt. Ja, also gibt vieles Schlechtes, gibt auch Gutes. Ich hoffe einfach, dass das funktioniert, weil ich die Idee einfach gut finde. Ich habe damals Freelancer geliebt, das Spiel. Das war ja auch ein Weltraum-Handelsspiel im Prinzip mit Fracht und Fracht ist auch das, was ich bei Star Citizen am meisten mache. Irgendwo hin, Sachen aufnehmen, mein Schiff manuell beladen, weißt du, so richtig mit so einem Traktorstrahl, die Sachen in das Schiff reinräumen, Ladeluke wieder schließen, Erlaubnis kriegen, dass ich losfliegen kann und dann zum nächsten Ort hinfliegen, das Ding wieder ausladen. Das ist so, ja, cozy. Ja, Ja, ich unentspannt fand's finde ich schon, auch. ich fand schon cool, so als ich die Tage bei dir mal zugeguckt habe, da gab es auch auf dieser einen Station, wo du dann gelandet bist, gab es einfach, weiß nicht, 10, 12 Schiffe vom selben Typ, die sich irgendwie auf dieser Landeplattform eingefunden haben, ähm, weil der Part dieser Quest jetzt mittlerweile schon relativ weit optimiert ist, sag ich mal. Ne? Ähm, Ja. ich bin echt gespannt, ähm, wenn es wieder mehr in die Breite geht, wenn so diese 600 Spieler sich weit verteilen, irgendwie dann vielleicht 1000 Spieler, was weiß ich, ne, keine Ahnung, ne? Aber wenn die Gameplay-Loops an unterschiedlichen Startpunkten so weit sind, dass du dich als Miner vernünftig aufbauen kannst, dass ich freue mich auf das Multicrew-Update, wenn so Ingenieure auf den Schiffen benötigt werden, damit du ähm, so ich habe heute auf dem Beifahrersitz gesessen quasi und theoretisch kann man da so auch ein paar Sachen mitmachen. Aber in der Praxis saß ich erstmal einfach nur daneben und habe dir zugeguckt, wie du das Schiff navigiert hast. Was auch super chillig ist. Ja. Ähm, aber es wird auch cool, glaube ich, wenn ich dann irgendwie noch so ein paar Energiedinger hin und her packen kann, damit du einen Tacken schneller bist. Sachen Das ist, scanne. ja, das ist nachher natürlich, bei Frachtmissionen brauchst du nicht so viel hin und her schieben, aber wenn du nachher auch richtig in den Kampf gehst, Beutemissionen machst, wie Mhm. die Fracht von anderen Schiffen klauen, dann musst du natürlich auch Energie auf Schild oder Waffen oder um hinterherzukommen, runter von den Schilden, mehr auf die Triebwerke und so. Da wird das nachher wichtig, aber im Moment ist das noch, also gerade weil ich auch viel Fracht mache, das eher Also sekundär diese dann. Systeme klingen schon immer wie in anderen Space Sims auch mit Energie verteilen und so weiter. Das kommt einem Ja. schon bekannt vor. Ja, es gibt ja dieses Star Trek VR-Spiel, da muss man das dann auch Mhm. immer. Da sitzt ja einer in seinem Chefsessel und einer hat dann Kontrolle über Waffen und der andere ist der Ingenieur, der verschiebt die Energie dann weiter und äh, so ähnlich kann man sich das vorstellen. In der Arcade-Version haben wir ja vor ein paar Wochen, Monaten mittlerweile
Jump Ship ausprobiert, was sowas auch richtig gut hinbekommen hat. So jeder hat unterschiedliche Aufgaben auf einem Schiff. Wenn das funktioniert, ist das so eine geile Sache. Asynchrones Multiplayer-Gameplay ist einfach fantastisch. Jeder ist Ja. wichtig, aber jeder macht was anderes. Ja. Cool, cool. Ja, ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal wieder mit reinschnuppern. Und je nachdem so, ich habe schon angefangen, mir meinen Hutas zu bekleben, sodass ich irgendwie weiß, welches. Ich habe heute ein paar Mal öfter nachgefragt, so, und welcher Knopf gibt mir jetzt die freie Starterlaubnis und womit klebt jetzt alles Ja. dran? Ja, wir haben ja den gleichen Hotas, deswegen funktioniert das dann mit den Fragen. Wenn du noch einen anderen hättest, dann ist das noch schwieriger. Also da gibt es ja auch einige. Ja. Schon gesehen, für Elite Dangerous hat jemand extra für Tastaturen Keycaps gedruckt und benannt, die dir dann konntest Ja. ein Keycap-Set kaufen, die dann beschriftet sind. Wir haben dann eine extra Tastatur nur für das Spiel quasi belegt. Ja. Auch geil. Ja, früher gab es Teilweise, kennt ihr das noch mit den Tastatur-Overlays, die du einfach wirklich drüber stülpen konntest über diese diese Standard Masken. Microsoft? Ja. ja. Wird mal wieder Zeit. Ja, es gab ja damals auch Spiele, so wie MechWarrior, glaube ich, war das. Oder war das ein anderes? Die, ja. Aber irgend so ein Auch Mech-Spiel alle kam dann auch mit so beschriftet. einem Ding. Dennis hält gerade ein Lenkrad ins Bild, das kannst du genau mal nach dem hochladen. Format Das ist bedruckt eigentlich quasi. einfach nur mein Brother-Gerät beschriftet. Da stehen zwar Sachen drauf, die aber für meine Sim wenig Sinn machen. Ist jetzt, glaube ich, gespiegelt, aber ja. Also ich Aber konnte das Ding ist halt, ich habe die VR-Brille auf und muss eigentlich auswendig wissen, wo die Knöpfe sind. Ja, das ist das dann auch immer. Man fliegt diese Schiffe, man guckt ja auch auf den Monitor, dann kannst du nicht immer du musst im Prinzip musst du die Knöpfe wissen, die du dann drückst. Also gerade wenn du Ja. einen Hut hast, wenn du mit Maus und Tastatur, dann weißt du die Knöpfe so in etwa. Aber mit dem Hut hast, wenn du dann guckst und drehst und da gehst du auch in verschiedene Achsen, ist dann schwierig dann auch noch zu gucken, welchen Knopf drücke ich denn da gerade. Hast du auch Dieses Gefühl. Pedale gleichzeitig dran? Was? Pedale gleichzeitig dran Nee, am die Hoter? wollte ich auch wohl noch haben, aber mein Hotas hat so einen, Achso, diesen Twist kannst du quasi. drehen. Ja, so einen Ja. Twist kannst du machen. Ja, das ist quasi das, was, also bei Hubschraubern kenne ich es, das ist eigentlich das, was die Pedale machen. Und meistens ist es Ja. dann auf dem Joystick auf dieser Achse gelegt. Ja. Wäre auch noch witzig, aber ja, es wird immer mehr, was hier um mich herum steht und ich muss das auch immer irgendwie begründen können. Ja, ich bin auch in einem Subreddit drin, wo Leute eigentlich ihre Simrigs posten und dann hast du auch immer mal wieder welche, die haben neben dem Lenkrad gleichzeitig noch den Hoters drinne und eine extra Tastatur und vielleicht noch ein extra Tablet, um sich irgendwas anzuzeigen. Das wird dann irgendwann interessant. Ja, gibt ja Leute, die bauen sich da ganze Boeing-Cockpits nach zu Hause und Ja. kleben da dann, wo die Fenster sind, kleben die sich so Monitore rein. Soweit bin ich noch nicht. Ich hoffe ja, dass Star Citizen VR-Unterstützung bekommt. Dann brauche ich das nicht. Ist wahrscheinlich noch ein paar Jahre weit entfernt, aber warum nicht? Ich finde dieses haptische Gefühl, so du steigst in ein Schiff ein und dann musst du erstmal physische Hebel umlegen, damit das Ding Ja. Energie bekommt So und eine dieses Landeerlaubnis Klick, Klick, anfragen und Klick. so. Ja, ganz Ja. genau. Das ist einfach so ein gutes Gefühl. Ja. Ja, ich wollte mir auch erstmal so eine Buttonbox kaufen, wo dann wirklich Klickschalter sind. Die günstigere Variante ist halt einfach irgendwie ein Stream Deck zu nehmen und sich die Button da drauf zu legen. Ist halt nicht ganz so schön, aber funktioniert auch. Günstigere. Ja. Ja, ja gut, diese ganzen Buttonboxen sind meistens irgendwie selbst gebaut. Entweder du baust sie wirklich halt selber oder du kaufst welche von Leuten, die sie selber bauen, wo einfach so ein USB-Controller oder sowas drin ist. Hast du was mal gehabt? Aber da gibt es schon einiges. Hm? Hast du sowas mal gehabt? Nee, hatte ich nicht. Also ich würde das wahrscheinlich auch hinbekommen, das selber zu basteln. Man kauft sich dann halt Schalter, die man haben will und irgendwie gibt entweder vorgefertigte Kisten, einfach Kunststoffkisten oder du nimmst blöd gesagt, eine umgebaute Tupperbox oder fräst dir irgendwie sowas. Ich wüsste was helfen kann. Und dann musst du ein bisschen löten können und einen USB-Controller und dann steckst du das an. Das wird meistens als Game-Controller, Xbox 360-Controller oder sowas erkannt. Also schwer ist es nicht unbedingt, aber gibt halt nochmal ein anderes Gefühl, mit so richtigen Schaltern zu arbeiten. Nice.
Ja, André, nächste Projekt steht, wa? Ja, ich druck mir so ein Ding einfach, so einen Schalterkasten. Ja, wollte gerade sagen, das Ich Case mache mir kannst du auch dann einfach hier drucken. so eine Leiste unten an den Schreibtisch mit dran, wo ich dann die ganzen Schalter immer umlege. Geil. Ja, das hätte was. Ja, ich habe mir jetzt auch von einem Kumpel für den Motor quasi eine Halter für das Stream Deck drucken lassen. Das bringt mir nächste Woche mit, damit das nicht einfach daneben auf dem Tisch steht, weil das wackelt dann und dann fällt das Steam Deck runter und Stream Deck. Wer kommt auf den Namen, 2 Produkte so ähnlich zu benennen? Ja. Ich glaube, das Steam Deck wäre für das. Es wäre schon ein bisschen schade, wenn du so viel in diese Schalensitze und Lenkrad und so investierst und das dann aber mit einem Steam Deck spielst. Ja, Ja. gibt auch genug Leute, habe ich gesehen, die haben 1.000 € Lenkräder da stehen, aber spielen dann auf dem Laptop, der quasi vor der vor der, Lenkradbox steht quasi. Ah. Hey, was auch immer funktioniert. Das war mein Filter. Ja, ja, ich bin mal gespannt, wo Star Citizen hingeht und wie lange das noch dauert. Ja. Ja. Aber, Das wird bestimmt noch immer ein wenn paar ich Jahre. immer wenn ich drüber rede, kommt das Interesse wieder und denke: „Ja, eigentlich könntest du mal wieder installieren." Ja, Ja, wie gesagt, die Zeit haben noch, eigentlich André. regelmäßig so Free-Fly-Events. Man muss sich das Spiel ja gar nicht kaufen. Anmeldung reicht und dann kann man an den Free-Fly-Events dann halt teilnehmen und einfach mal reinschnuppern. Also, Und sich Zeit nehmen für das Tutorial. Ich glaube, ansonsten rennt man einfach sofort gegen eine Wand, wenn du ja. dir nicht zumindest mal anguckst, wie man navigiert. Ja, man muss Ja. schon mit den richtigen Voraussetzungen da rangehen, das glaube ich schon. Ja, Am besten ist immer, wenn man jemanden hat, der einem das auch so ein bisschen erklären kann. Und richtig. ja, Hilft. hilft. Ja. Jo, Müssen die einfach zu uns auf den Discord kommen und dann wird helfen erklärt. wir weiter. Gute Da, Idee. da, machen wir einfach einen Star Citizen Channel auf. Für Hilfe. Fantastischer Plug, André. Genau. Wenn Ja. ihr Feedback habt zu unserem Podcast bisher, lasst uns einen Kommentar da oder kommt auf unseren Discord-Server. Und da findet ihr auch André als Lehrmeister für eure Star Citizen-Karriere. Ja. Zumindest für die Okay. ersten Schritte, da bin ich sehr sicher mittlerweile. Zumindest wenn es ums Handeln geht. Ja, das kann ich. Ja. Bewegen wir uns weiter. Was ist denn Fretless? Ja, Fretless hatte ich eigentlich vor, noch ein bisschen länger zu spielen. Das ist eigentlich ein Pixel-Optik-Rollenspiel, oder ja, 'n Zelda-like hätte ich mal gesagt, aber mich hat es eigentlich interessiert, weil Fretless, muss man dazu sagen, der Name hat mich gleich gecatcht, weil Fretless, beschreibt einen E-Bass, der quasi keine Bünde hat. Also, wenn ihr einen Kontrabass vor Augen habt, dieser Hals ist ja nicht unterteilt und man drückt quasi die Saite da runter, um den richtigen Ton zu treffen. 'Ne Geige ist genauso aufgebaut. Moderner E-Bass hat halt diese Buntstäbchen. Und die modernen E-Bässe gibt es auch ohne diese Buntstäbchen. Sind ein bisschen schwieriger zu spielen, klingen ganz anders. Aber ich wusste halt, dass das ein Instrument ist, ein spezielles. Und in dem Spiel spielt man Instrumente und besiegt seine Gegner, indem man Riffs aneinander stückelt. Also ich habe jetzt gerade mal das Tutorial durchgespielt und ich habe, meinem ersten Gedanken war, das hätte ein prima Scott Pilgrim-Spiel eigentlich gegeben. Also es gab ja mal dieses Beat'em Up Scott Pilgrim, was auch super Mhm. war. Ähm, aber ja, hier ist es halt so, dass die Kämpfe wirklich als Musik gekapselt sind. Du spielst dann quasi verschiedene Instrumente, kannst die Instrumente sammeln wie Waffen und jeder Riff hat eine bestimmte Funktion. Also entweder leichten Schaden machen, schweren Schaden machen, den Gegner verzögern. Ich bin da jetzt noch nicht besonders tief drinne. Ich habe eine Demo runtergeladen und will da mal reingucken. Die Optik ist halt typisch Pixel-Look, aber die Zwischensequenzen, zumindest das Intro, war so handgezeichnet und das war ganz charmant. Das sah nicht sehr professionell aus, aber schön selbstgemacht, sag ich mal. Und er macht einen ganz guten Eindruck und der Soundtrack ist halt auch spitze. Ja, ich finde die Pixeloptik erinnert mich sehr, ich gucke gerade einen Trailer parallel, ähm, an das letzte Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert. Wie hieß denn das nochmal?
Ähm, Ähm, Es hat einen modernen Point-and-Click-Adventure-Look irgendwie für mich. Ich weiß nicht ganz genau. ja, ein bisschen. Es ist nicht so typisch. Ja, die Kamera ist ein bisschen flacher. Man hat dann Kampfbildschirme, ähnlich wie in Final Fantasy. Auf der linken Seite seinen Charakter oder seine Crew und auf der rechten Seite die Monster. Ähm, ja, aber die Kamera ist ein bisschen flacher, das stimmt schon. Es könnte auch für einen Point-and-Click gehalten werden. Das wird mich jetzt bis zum Ende des Tages wurmen, ähm, bis ich da drauf Ähm, komme. Ich hab's vor Du Augen. hattest mal so ein Thimbleweed Park oder sowas mal gespielt. Genau, und das habe ich Das ist gedacht. es. Ja, 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 was so ein genau. bisschen, ging das so ein bisschen in Akte X-Richtung? Ja, 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 das okay, dann habe hatte ich es richtig Akte vor Einschlag. Augen. Genau. Sieht fett aus. Also, es ist auch bei einer hervorragenden Bewertung irgendwie bei 98% Ja. positiv bei Steam. Nicht schlecht. Ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Dafür auch schon. Ich habe viele Spiele gesehen mit deutlich weniger Bewertungen. Das hier ist Mhm. aber komplett an mir vorbeigegangen. Also noch nie von gehört. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, von der Geschichte ist jetzt nicht super viel zu erwarten, aber die Kämpfe sind halt so gestaltet, dass man halt auch auf den Takt gewisse Aktionen machen muss. Ein bisschen, wie hieß das, Mario RPG? Das hatte das, glaube ich, auch, ne? Mario und Ja, Luigi. genau, Ähm, das Dass man auf den Takt quasi zuhauen Origami, muss. Origami Kingdom oder so. Ja, da gibt's diverse. Ähm, Origami Kingdom hatte Ah, ein Puzzle-Kampfsystem, witzigerweise. Das glaube ich nicht. Aber Paper Mario Ja, genau, ich gibt's, glaube, gibt's Paper mit so. Mario ja, war genau. das. Ja. Ich finde es immer spannend, irgendwie auf die Entwickler und die Publisher zu gehen bei so kleinen Titeln. Ähm, Scheint das Erstlingswerk zu sein, ne? Hm. Von den Leuten. Ritual Studios. Und der Publisher ist Playdigious Originals. Noch nie gehört. Nee, beides noch nicht. Also klar, das Studio sowieso noch nicht, weil es das erste Spiel ist. Aber ja, bin mal gespannt. Also wenn mir die Demo fällt, werde ich mir das auf jeden Fall klicken. Ich hoffe, man kann den Fortschritt, wenn es viel Fortschritt ist, mit übernehmen. Das finde ich immer ganz angenehm. Mhm. Hi-Fi Rush, das war ja auch noch so ein recht gutes Oh, Musikspiel, Ja, genau, da war auch so eine was Funktion das drin. angeht. Und es gab da mal so yes. ein Zelda-Spin-Off von einem, Ja. wie hieß das denn? Cadence of Crypt of the Hyrule. Necrodancer. Ah ja, Ja, genau. genau. Crypt of the Crypt of the Necrodancer. Necrodancer war der Vorgänger und Cadence of Hyrule war das Zelda-Spin-Off davon. Genau. Auch sehr Das cool. hatte auch so ein auf den Takt zuschlagen Funktion. Bin jetzt gerade über. Das Spiel habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Crown Gambit hat der Publisher sonst noch rausgebracht dieses Jahr. Auch sehr gut bewertet. Also scheint sich gerade für kleinere Indie-Titel zu etablieren. Nice. Ja, sieht sehr cool aus. Willst du durchspielen oder ist es eher ein angespielt Spiel? Weiß ich noch nicht. Ich hatte eigentlich vor, die Woche noch ein bisschen mehr reinzugucken, bin dann wieder in Kingdom Come versackt. Aber Ja, interessiert hat es mich auf jeden Fall. Die Demo werde ich auf jeden Fall durchspielen, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie lang sie ist, aber wenn die mich interessiert, werde ich mir das auf jeden Fall klicken. Das denke ich schon. nice. Jo, ich habe auch mal wieder Bock auf sowas. Momentan geht aber meine gesamte Videospielzeit für Donkey Kong Bonanza drauf. Ähm, ich hab's mir. Ich war bei den Trailern. Also, ich habe bei den Trailern viel davon abhängig gemacht, ob King K. Rool mit im Spiel ist. Ich bin nicht gespoilert. Ich weiß immer noch nicht, ob er dabei sein wird oder nicht. Weil der und die Kremlins für mich einfach so ein fester Bestandteil sind von dem, was ich mit Donkey Kong Country verbinde, ähm, dass ich mir gedacht habe, so, okay, wenn das nichts wird, dann weiß ich nicht, ob mir das Spiel so gut gefallen wird. Aber je weiter ich komme jetzt im Spiel, desto, desto mehr bin ich drin. Also es ist vom Mario Odyssey Team. Es ist mindestens, glaube ich, die letzten 4, 5 Jahre in der Entwicklung gewesen. Ursprünglich mal für die Switch 1. Und ich weiß noch nicht genau, wie viele Welten es gibt. Ich bin jetzt aber gerade in der 11. angekommen. Und jede Welt hat ein eigenes Thema. Ähm, Alles findet irgendwie unterirdisch statt, aber die geben dem Ganzen trotzdem irgendwie einen netten Twist. So, eine Welt ist unter einem See, wo es so einen Strudel gibt, wo ein bisschen Wasser abläuft mit in die Welt.
Eine andere hat riesige Wassermelonen und so mit am Start. Oder es gibt eine Schokoladeneiswelt und so. Also es sind schon irgendwie mehr oder weniger Standard Jump'n'Run-Konzepte, die aber alle einen interessanten Kniff haben irgendwie. Also es ist schon sehr kreativ gemacht alles und viel von dem auch ein bisschen abstrakter, gerade was das Gegnerdesign angeht. Also man erkennt viel von Donkey Kong Country wieder, wenn man danach sucht. Zum Beispiel irgendwie Wespen und so, die sehen aber in keinster Weise so aus wie damals. Mhm. Ähm, oder Krokodile sind auch mit am Start, aber auch als Gegnertyp würde man jetzt nicht an Donkey Kong Country denken, wenn man sich die anguckt. Also Insgesamt schon die, verbindet das Spiel aber so die gesamte Donkey Kong-Historie in einer extrem coolen Art und Weise. Also es ist wirklich von jedem Spiel irgendwie was drin, was man da wiederfinden kann. Ob Tropical Freeze, die alte Trilogie, oder Donkey Kong 94 oder so. Ist fett. cool. Ja, ich finde, das ist halt vom Stil her super cool gemacht. Also das finde ich schön, dass sie da ein bisschen anderen Weg gegangen sind, beziehungsweise dass das jetzt so, ja, richtig bunt und knallig gemacht haben. Das sieht schon cool aus. Ja, auch Donkey Kong gab ja im Vorfeld auch, ich weiß nicht, ob Kritik das richtige Wort ist, aber es gab viel Gespräche darüber, wie das neue Design so ankommt. Mhm. Und wenn du das eine Stunde gespielt hast oder weniger, dann ähm, fällt es dir gar nicht mehr auf. Es wirkt einfach so passend für Donkey Kong, dass ja, es ist auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, irgendwie einen Donkey Kong zu nehmen, der so animiert ist wie der hier. Hätte es noch cool gefunden, wenn die Stimme von Seth Rogen auch mit rübergewandert wäre hier. Aber es ist wirklich cool. Auch das Pacing irgendwie. Ich habe jetzt meistens irgendwie so jeden Tag eine Welt gespielt und 100% kann man die, glaube ich, nicht, zumindest nicht in einer vernünftigen Zeitspanne. Also mache ich das, was ich sehe und bounce von einem Stern, Banane zum anderen, von einer Kuriosität zur nächsten. Und es ist so abwechslungsreich, was das Gameplay angeht. Es gibt ganz viele Puzzle-Konzepte mit drin, irgendwie so ähnlich wie bei den Zelda-Tempeln zum Beispiel. Wird man Ja. immer mal wieder in so ein Loch gezogen und befindet sich dann in einer kleinen Welt, wo du eine Sache lösen musst, zum Beispiel Gegner besiegen oder das Ende finden oder ähm, ja, eine bestimmte Fähigkeit einfach ausprobieren, die du bekommst im Spiel. Und das ist so gut vom, hey, jetzt erkunde ich ein bisschen und hier blinkt was und da will ich hin und das sieht interessant aus, zu, okay, jetzt bin ich in einer Puzzlebox und muss hier quasi ganz gezielt das machen, was das Spiel von mir will. Ist eine super Balance. Cool, aber das Hauptfeature ist schon, dass man die Umwelt zerstören kann, ne? Also dass man sich überall quasi durchprügeln kann. Ja. Also das wird Ähm, wahrscheinlich am meisten prominentesten genutzt. ich, theoretisch auf jeden Fall, du musst super viel dich durch alle möglichen Arten von Erde und Gold und was weiß ich, äh, hauen. Es gibt auch eine Riesenstatistik, die dir anzeigt, wie viel Kubikmeter du von welchem Material bisher schon zerstört hast. Also ja, ist ein großer Bestandteil. Ich war jetzt gerade in einer Welt, die zum Beispiel komplett in einem Block Erde stattfindet. Es gab keine Oberwelt in dem Sinn, sondern du musst dich Mhm. komplett durchgraben zu diversen Points of Interest. Also das Spiel sagt dir einfach irgendwann so, wird mal wieder Zeit, ab unter die Erde, mehr oder weniger. Aber es gibt auch genug, was klassisch 3D-Jump'n'Run technisch dann überirdisch findet. Und die Steuerung ist einfach so präzise und wendig und gut an der Stelle. So, es ist super intuitiv, an der Wand hochzulaufen, davon wegzuspringen, noch einen weiteren Sprung dann zu packen oder einen Doppelsprung oder so. Ähm, ja, man merkt, dass da ein erfahrenes 3D-Plattformer-Team am Start ist, auf jeden Fall. Ich glaube, damit steht und fällt so ein Spiel aber auch schnell. Wenn die Steuerung nicht intuitiv ist bei so einem Jump and Run, dann ist das nichts. Ja, auf jeden Fall. Ja, denke ich Äh, auch. Also gerade als Super Mario N64 erstmal rauskam mit der Kamera und so weiter, dann schwer getan. Und ich finde es heute auch noch nicht einfach zu steuern. Ich meine, die haben das Beste draus gemacht, aber
Es ist auch immer schwierig bei so 3D-Jump'n'Runs irgendwie das mit dem Sprung richtig hinzubekommen. Wann springst du ab, wann landest du auf der Kante, wann nicht. Und das muss schon alles gut ausgeführt sein und handwerklich gut gemacht sein, damit das auch Spaß macht. Weil du dich halt viel bewegst, dann muss die Bewegung halt auch Spaß machen. Ja. Und das können die bei Nintendo tatsächlich einfach extrem gut. Ähm, ich, so direkt ab dem ersten Moment ist halt klar, das Ding kontrolliert sich wie eine Eins. So, ähm, es ist völlig egal, wie das Gameplay drumherum oder das ganze Spieldesign drumherum am Ende aussehen wird. Es macht auf jeden Fall schon mal genug Spaß, sich einfach nur zu bewegen durch die Level. Und dann sind es halt auch noch Leute, die es irgendwie hinbekommen haben. Ich grab mich irgendwo durch einen Fels und hangel mich am Points of Interest entlang und habe trotzdem eine halbwegs geführte Linie durch ein Level. So, Mhm. du kannst fast alles kaputt machen und trotzdem kommst du da raus, wo du rauskommen sollst. Also, sie haben das mit dem Leveldesign so gut drauf an dem Punkt. Ist echt mega. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wenn du ständig unter der Erde bist. Ich vergleiche es jetzt mal mit Minecraft. Da buddelst du auch und fällst dann in irgendeine Höhle und sonst was und weißt überhaupt nicht mehr, wo du bist. Da, wenn du gezielt wohin willst und musst dich durch die Erde graben, dann ja, ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach mit der Orientierung, dann noch den Überblick zu behalten, was oben und unten ist und wo man hin will. Ja. Was sie sehr cool gemacht haben, ist, dass du hast quasi den A-Knopf zum Springen, der ist rechts bei Nintendo-Controllern. Und dann hast du unten, links und oben korrespondieren jeweils mit der Richtung, in die du schlägst. Also unten, du Mhm. schlägst nach unten, links, du schlägst nach vorne, also geradeaus und nach oben schlägst du nach oben. Und so kannst du quasi relativ easy anfangen, dich hochzugraben, runterzugraben oder geradeaus oder sowas. Das funktioniert schon ziemlich gut. Und man hat ein Sonar, das man mehr oder weniger intuitiv die ganze Zeit benutzt, weil das parallel auch der Button ist, mit dem man das Gold um dich herum einsammelt oder so Items und was weiß ich. Und das zeigt dir relativ gut an, wo die nächste Banane ist, wo irgendwas Interessantes in der sich versteckten Schatztruhe oder sowas. Und dann ab damit, geht's dahin und von da blinkt dann irgendwo das nächste Ding auf, was dich dann so langsam irgendwie auf Umwege dahin führt, wo du hin sollst. Ja. Okay. Und du triffst irgendwie alte, bekannte Charaktere aus der Donkey Kong-Gesellschaft. Ehrlicherweise weniger, als ich mir wünschen würde. Aber ja, genau. Also viele von den Bewohnern der Welt, am Anfang sind es halt so Kristalle, mehr oder weniger, die du kaputt hauen kannst und die sich selber regenerieren, die so Rare-typische große Bobbelaugen haben. Ähm, und je tiefer du kommst, desto mehr gibt es aber, so, es gibt eine Welt, die wird von Elefanten bevölkert, zum Beispiel. So wie diese Elefantin aus Donkey Kong Country 3 oder sowas. Mhm. Ähm, und genau, gibt es dann halt verschiedene Tiere, die auch super charmant charakterisiert sind eigentlich. Die Dialoge sind gut geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Übersetzung vom Japanischen ins Englische so funktioniert, weil zum Beispiel die Zebras, die da unterwegs sind, ähm, die beenden jeden Satz mit bra, weil sie halt Zebras sind. Ähm, Es ist so dumm, aber es Äh, funktioniert einfach hervorragend. Man muss es einfach machen. Man muss manchmal einfach die Eier haben und so Scherze machen. Genau. Und die durchziehen. Und das haben sie. Und ja, auch das mit Pauline, die flitzt die ganze Zeit mit ihr rum. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das nicht vielleicht nervig ist, irgendwie so einen Kindercharakter die ganze Zeit auf dir drauf sitzen zu haben. Aber ähm, so das, was sie von sich gibt, ist halt charmant. Es ist nie zu kindlich, zu übertrieben oder was auch immer. Ich glaube, die haben das Alter ganz gut gewählt. Es ist halt irgendwie, ich meine gelesen zu haben, dass sie um die 12 sein soll. Also es ist nicht zu jung. Es ist nicht Baby Mario, der einfach rumweint die ganze Zeit. hey, Ähm, listen. oder genau, es ist nicht Navi, die einfach die ganze Zeit denselben Satz wiederholt. Nee, es ist super charmant gemacht. Auch die Animation und die Präsentation und so, du kannst Kostüme freispielen, verschiedene Farben für Donkey Kongs Fell und so. Und Donkey Kongs Gesichtsanimationen sind einfach so wie in einem, so wenn du dir in den 90ern
Toy Story anguckst oder sowas, dann ist die Mhm. Gesichtsanimation da vermutlich schlechter als jetzt mittlerweile bei Donkey Kong. Also es ist echt richtig, richtig beeindruckend für mich persönlich. Also wenn jemand was mit dem Grafikstil nicht anfangen kann, dann wahrscheinlich weniger. Aber ich finde, die ziehen das gut durch mit ihrem Stil. Das Ding ist so, Stilsachen, wenn mal was Neues kommt, dann hast du ja schnell die Leute auf den Barrikaden. Guck dir das an, als damals Diablo 3 rausgekommen ist. Oh, alles viel zu bunt. Und Ja, dann haben die auch noch einen Ja, ja. draufgesetzt, indem die das Einhorn-Level gemacht haben. Und mittlerweile ist es, glaube ich, mit das meistgespielte Diablo. Wenn die Leute jetzt heute Diablo 4 dann sagen, na, Diablo 3 ist ja viel besser und dann spiel lieber Diablo 3 und ich glaube, das ist immer erstmal gewöhnungsbedürftig und wenn die Leute aber dann gesehen haben, das funktioniert ja doch ganz gut, dann sind sie ganz glücklich mit dem, was sie haben. auf jeden Fall. Ich bin bei dem Ganzen sehr gespannt drauf, wieso die Reaktionen sind zum Beispiel von der jüngeren Generation. Weil die wahrscheinlich, also Donkey Kong war einfach nicht aktuell für die letzten 10, 15 Jahre oder sowas. Letzte Mal Ja. richtig reingehauen hat, glaube ich, der Wii-Teil. Und jüngere Generationen, wie gerade gesagt, ne, Minecraft oder Roblox oder was auch immer, ne? Irgendwelche Spiel, die mit diesem durch das gesamte Level graben und Sachen finden und so ist ein bekanntes Konzept einfach, glaube ich. Aber Donkey Kong ist kein bekannter Charakter. Ich habe auch das Gefühl, dass Donkey Kong die Franchise war, die jetzt am längsten gefühlt brach lag und du musst jetzt irgendwie den Spagat am ehesten schaffen zwischen alten und jungen Publikum, glaube ich. Also Star Mario, Fox. Ja, ja, okay. Ich glaube nicht, dass Star Fox mal was kommt. oh, ich hoffe, ich hoffe. Der hat Ja, noch ich mal ein würde es mir gutes auch Spiel wünschen. verdient. Aber er hat das da jetzt den Spagat zu kriegen, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber wie du schon sagtest, es ist richtig. Mit dieser Orientierung im 3D-Raum, ähnlich wie in Star Citizen, ist halt nicht ganz einfach. Aber klar, wenn du gewohnt bist, von Fortnite irgendwelche Türme in Windeseile zu weiter oder dich in Minecraft irgendwo durchzugraben, ähm, ja, das haben die schon gut aufgegriffen und jetzt, ja, da umgesetzt. Damit können die natürlich was anfangen, das kann schon sein. Auch diese Ja, was, Instant-Belohnung der TikTok-Generation, so dass du halt, siehst was aufpoppen, bist sofort da, wirst sofort belohnt, siehst das nächste aufpoppen, bist sofort da und so. Geht halt alles wirklich fix. ja. Ich bin bei Jump and Run bin ich immer noch in der 2D-Welt gefangen. Das ist Auch, das 3D, was ich da noch zulasse, ist wie bei 2,5D, wie bei Duke Nukem Manhattan. Manhattan Project hieß das, glaube ich. Das lasse ich noch zu, aber kein ganzes 3D. wie alt ist das Spiel denn mittlerweile, Manhattan Project? Oh, das Ist das schon müsste 20 irgendwo Jahre um die alt? 2003 gewesen sein. Das ist schon älter als 20 Jahre, glaube ich. In der Krass. Schulzeit haben wir das gespielt. Ist das auch das letzte neue 2D-Spiel, was du aus eigenem Antrieb rausgespielt hast? Du gehst sonst zurück zu Klassikern, oder? Ich hier lieber Klassiker, ja. Also wenn ich sowas spiele, dann das gute alte Super Mario World oder so. Ich wollte gerade sagen, Ähm, definiere Klassiker, wenn du jetzt, keine Ahnung, Super Meat Boy sagst oder so. Auch ein nee, Klassiker. nee, dann da, also Super Mario World ist dann das, wo ich hingreife. Shovel Knight hast du auch nicht gespielt, ne? Nee, ich habe mal in Oh, Terraria Riesenempfehlung, sehr reingeguckt, gut. aber Terraria war dann schon wieder so überladen mit Würde ich Sachen. jetzt auch Also nicht als Jump'n'Run bezeichnen. nee, also es Nee. ist kein Jump'n'Run, aber so von den zwei Shovel Mhm. Knight ist ja, da musste ich gerade an Terraria direkt dran denken, weil der ja auch da irgendwie Aber rumbuddelt. Shovel Knight war gut, war relativ schwer, glaube ich, irgendwann. Ich meine, ich habe das noch auf der Vita gespielt, meine ich. Aber Ui, das hat Spaß gemacht, das war cool. Vitamins Ich muss Life. mal gucken, was so mein letztes in der Art war. Sch Ultimate Chicken Horse. Stimmt, macht auch immer wieder Ja. Spaß, ja. Ja, Äh, aber sonst Speedrunners, solche Sachen wohl, ne? Aber jo. kein Super Mario World-like, sag ich mal. Auch da wird spannend. Speedrunners kriegt einen Nachfolger, glaube ich, jetzt Ach bald. ja. Ja. Bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ja, ganz kurz noch, Dennis, Shovel Knight, hast du die DLCs auch gespielt? Würdest du da einen von Nee, empfehlen? nee. Ich habe nur, die waren ja gingen gleich in ganz andere Genres vom Spiel, ne? Die hatten irgendwie ein
Trading Card Game oder sowas noch drin. Also ich habe das nur so Aber einen mit beiläufig dabei, ja, mitbekommen. genau. Ja, nee, aber ich habe nur das Hauptspiel, ich würde mal schätzen, zur Hälfte oder 2 Drittel oder so gespielt. Ja, okay. Nee, das habe ich tatsächlich durch. Aber ich wollte immer noch mal in die DLCs reingucken. Ich meine, einer ist so ein bisschen wie Wario, anderer ein bisschen mehr wie Hm. Mega Man oder sowas. Ähm, mal gucken. Bei dem Studio auch sehr gespannt auf das nächste Werk, Miner the Hollower. Da saßen jetzt auch extrem lange dran. Das wird eine Mischung aus Castlevania und einem 2D-Zelda. Das klingt gut. Miner the Hollower? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal was zu gesehen habe, aber die haben auch ich meine, die haben weiter an diesen DLCs gearbeitet, die kamen relativ lang verstreut, glaube ich. Aber seitdem auch nichts anderes gemacht, ne? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt 8 Jahre her oder so, oder 7 oder 8, dass sie ihr letztes Spiel rausgebracht haben. Sind aber auch mittlerweile ein guter Indie-Publisher. Wahrscheinlich fließt da Ach, auch doch, ein. mit der Maus. Nicht Ja. Miner wie der in der Mine arbeitet, sondern Mina. Ach, Okay. genau, ja, ja. Wie Da fällt mir Mina. ein, was das letzte Jump'n'Run war, was ich durchgespielt habe. Moss Ach. in VR. Hm. Genau, das mit der Aber Maus. das ist ja gar nicht 2D, das ist ja alles Das andere wie ist, 2D. das ist ja quasi schon 4D. Ja, Ja. Aber es fühlte sich ein bisschen an wie 2D, weil du hattest immer so dieses Diorama und im Prinzip musstest du dich immer von links nach rechts durcharbeiten. Hm. Also eigentlich war das gar kein richtiges 3D, muss man sagen. Also die Level selber waren wohl 3D aufgebaut, aber oft war es eigentlich immer im Prinzip plattformmäßig aufgebaut. Ja, das habe ich nicht durchgespielt, aber ich fand es auf jeden Fall auch nice, was ich damit gespielt habe. Ja. Aber ja, mehr 3D als VR geht nicht. aber der Look bei Miner the Hollower erinnert fast ein bisschen an, als wenn es ohne Farbe wäre, fast an Gameboy, ne? Das ist intendiert, das ist Game Boy Color. Ja, Das ist die ja, Game Boy genau, Color das käme hin. Farbpalette Sehr und cool. ja, ich glaube, die Sprite-Größe und so ist auch übernommen worden. Aber halt wie bei Shovel Knight auch und so, halt nicht mit den Limitierungen für Ja, genau. Speicherplatzgröße 16:9 und so. Ja. Das könnte mich tatsächlich noch mehr ansprechen wie Shovel Knight. Gibt, glaube ich, eine Demo. Das klicken wir mal auf die Wunschliste. Sehr schön. So, hat der Podcast schon wieder was gebracht. Und wenn Ja, es nur bin ich das gespannt ist. drauf. Kommt zu Halloween raus, glaube ich. Ja, bis dahin habe ich auch Donkey 31. Kong, glaube ich, Oktober, ja. durch, so wie es gerade läuft. Wahrscheinlich ein paar Tage noch. Oh Gott. Soll ich euch sagen, wie viele Stunden ich in KCD 2 habe und habe jetzt etwa 50%? Ja, gerne. Knappe 70 Stunden. Ich habe Ja. hab alles auf der ersten Karte gemacht. Aber ich weiß nicht, ob die 70 Stunden ganz passen, weil durch das Steam Deck, das lässt man mal irgendwie laufen und geht mit dem Hund raus oder sowas. Aber es ist einfach, aber es hält mich halt dabei und ich habe immer noch Bock drauf. Und jetzt kommt man auf die zweite Karte und kommt in die Großstadt quasi. Da bin ich mal gespannt. Ja, geht mir auch immer wieder so mit langen Spielen. Ich finde die so großartig eigentlich. Aber das Commitment, wenn du dann zwischendurch einfach nur mal, weiß ich nicht, auf eine Woche verteilt, komme ich dann vielleicht mal auf 2 Stunden oder sowas, ein Singleplayer-Spiel. Ähm, wenn es schlecht läuft, ne? Und wenn du dir dann hochrechnest, wie lange du brauchst, bis du ein 140-Stunden-Spiel oder so durch hast. Ich muss ja auch immer durchbingen, muss ich sagen. Weil wenn ich dann aufhöre zu spielen, dann vielleicht eine Woche nicht mehr spiele, dann stehe ich da und dann, was habe ich nochmal gemacht und so. Und das hatte ich früher bei Pokémon schon immer. Wenn ich dann meinen Spielstand hatte und dann wollte ich nach irgendwie einem Monat weiterspielen, habe ich immer gedacht, oh nee, da kannst du auch gleich von vorne anfangen und so. Ja, so habe ich Persona 5 durchgespielt, immer in so, keine Ahnung, einen Monat, anderthalb gespielt und dann war wieder wochenlang Pause und dann habe ich es wieder angefangen und musste mich erst wieder einlesen, was passiert ist und so weiter. Ja, aber ja, zumindest ist es jetzt so, dass mich KCD zumindest bei Laune hält und man entdeckt immer noch neue Sachen und das ist ganz cool. Ich glaube, das ist tatsächlich Spielen. eine Quality-of-Life-Sache, die hoffentlich mal kommt demnächst, dass super lange Spiele, die ja wissen, dass sie super lange Spiele sind, Ja. dass die
irgendwie sowas reinbringen, wenn du ein Save-Game lädst nach ein paar Wochen. So, hey, wir haben gerade gemerkt, dass du zurück im Spiel bist. Falls du dich auffrischen willst, wie du hier eigentlich spielst, also so ein Tutorial für mitten im Spiel quasi nochmal. So, hey, Ja, so funktioniert die Steuerung. Das hast du zuletzt gemacht. Hier ist nochmal die Story kurz zusammengefasst oder Ja, so bei einem. previously on. Ja, ja. absolut. CD Projekt hat das ganz gut gemacht, fand ich. Also bei Witcher gab es, also zumindest was die Story angeht, bei Witcher gab es das ein bisschen. Ab gewissen wichtigen Punkten in der Story hast du immer so ein Recap bekommen, wenn du das erste Mal reingeladen hast. Und bei Cyberpunk waren auch so kleine Cutscenes, die ich wieder kurz abgeholt haben. Aber Oh, wo das ich ist dir gut, ja. zustimmen muss, es wäre cool, wenn es noch so ein kleines Tutorial, wenn du einfach anklicken könntest, Tutorial wiederholen oder sowas, dass du quasi nicht zurückgesetzt wirst in der Story, sondern einfach nochmal die Steuerung beigebracht bekommst, ohne jetzt irgendwie in dieses Glossar zu gucken oder sowas. Es gibt ja immer jetzt, keine Ahnung, dass du Überblick über die Charaktere oder sowas hast. Das ist zwar schön, dass es das gibt und man kann sich da einlesen, aber es wäre ein bisschen interaktiver nochmal cool, wenn du einfach das Tutorial oder sowas nochmal wiederholen könntest. Ja. Ich Das bin stimmt bei schon. Wrath of the Righteous zum Beispiel 70, 80 Stunden drin. Hab's jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. War schon oft Mhm. kurz davor, das nochmal wieder anzufangen. Hatte sogar schon mal wieder einen Spielstand geladen. Und dann siehst du die Zaubersprüche aus einem System, was nicht Dungeons and Dragons ist und was Yep. du drauf hattest, alles schon mal, aber wo du dich quasi nochmal komplett einlesen musst, wie jeder einzelne Charakter der Party funktioniert und wie du die vor Kämpfen buffen musst, wo du überhaupt bist in der Welt. So, Ja, das kann ich genau besser von vorne anfangen. an dem Punkt bin ich gerade bei Baldur's Gate 3. Ich habe gespielt bis zur Mitte des zweiten Akts, glaube ich, wo man in Ja, dieser Unterwelt ist, wo man diese Laterne mit rumtragen muss und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, 3 Charaktere nochmal respect, damit die besser zusammenarbeiten und hatte da voll den Plan ausgeklügelt. Und dann habe ich aufgehört zu spielen. Und jetzt ist halt völlig blank. Die Leute können alle andere Dinge, wie ich es gewohnt bin. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, welche Synergieeffekte ich da nutzen wollte und wie das alles funktionieren sollte. Ich habe dann shit. einfach einen zweiten Run angefangen und mache jetzt einen bösen Durchgang. Auch nice. Ah, Nach allem, was ich gehört habe, soll das auch der Run sein, der am ehesten als Fortsetzung zu Baldur's Gate 2 funktioniert. okay. Weiß nicht genau wie, Ey, aber ich habe Baldur's Gate 2 auch nicht durchgespielt. Ich weiß, wüsste so. nicht, aber man trifft doch höchstens 2 Charaktere oder so weiter aus Baldur's Gate 2. So als Easter Egg eher, dachte ich. Konzept- und themenmäßig zumindest. Okay. Ja, vielleicht Nee, der Status der Welt quasi oder so, dass das dann besser passt? Hm, keine keine Ahnung. Ahnung. Stecke ich zu wenig Übrigens drin. nicht als Easter Egg. Also du hast schon Partymitglieder, die vernünftige Storystränge haben und so aus Baldur's Ne, Gate ich meinte 2. ach so, ich dachte, 2 Charaktere aus Baldur's Gate 2 tauchen als Nebencharaktere in Baldur's Gate 3 auf. Ich wusste nicht, ich dachte, die hätten nur 'n sehr kleinen Part in Baldur's Gate 3. Okay, na ja, weiß ich nicht. Okay, ich sag nichts mehr, ich will nicht spoilern. Hoff nö, ich hoffe, dass ich's irgendwann noch mal durchbekomme. Vielleicht drehe ich auch Gut. einfach den Schwierigkeitsgrad runter und spiele auf Storyteller-Modus oder wie das hieß. Ja, sicher. Kann auch Oder mal wenigstens, nützlich um sein, wieder sowas. reinzukommen. Ja. Das kann auch immer ganz hilfreich sein, nochmal den Schwierigkeitsgrad auf leicht zu stellen, dann wieder ins Spiel reinzufinden, sich mit den Systemen irgendwie vertraut zu machen und dann wieder auf mittel oder hoch oder so zurückzustellen. Ja. Gut, gut. Haben wir noch, hat jemand noch ein Spiel, über das wir quatschen sollten? Nö, aktuell eigentlich nicht. Dann ist es theoretisch Zeit für das One More Thing. Ja, müssen wir erstmal fragen, hat André geguckt? Können wir dich spoilen? Willst du noch gucken? Andor? Legst du jetzt auf? Ich gucke das auch, wenn ich die Sachen schon gesehen habe. Also ich bin da nicht so. Ich habe so viele Sachen dann doppelt geguckt, gerade was Star Wars angeht. Ich wollte gerade sagen, man Ich, weiß ja eigentlich auch, also
sagen wir erst, worum es geht. Wir haben die Staffel 2 von Andor geguckt und wollen da ein bisschen drüber quatschen. Man weiß ja bei Andor eigentlich auch als Star Wars-Fan, wenn man weiß, wo das spielt, worauf es drauf hinausläuft Ja. und eigentlich den Ausgang, kann man sich ja denken. Nichtsdestotrotz war es eine sehr, sehr großartige Serie. Also gerade die Staffel 2, würde ich fast sagen, hat nochmal eine Schippe auf die erste draufgelegt. Also was so den emotionalen Impact angeht, fand ich schon. Mir persönlich hat die erste Staffel besser gefallen, aber vor allen Dingen deswegen, weil sie halt mehr Zeit hatte als die zweite Staffel. Also vom Konzept her vielleicht einmal ganz kurz. Staffel 1 ist ein Jahr, behandelt ein Jahr komplett und Staffel 2 dann, glaube ich, 4 Jahre, wenn 3 ich es oder richtig im Kopf habe. 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Mal es kommen tatsächlich Zeitsprünge. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass dann wirklich an kritischen Punkten, wo du dachtest, jetzt ist interessant, wie das überhaupt weitergeht. Ähm, ja, also wir spoilern hier, oder? Wenn wir es jetzt bequatschen? Ich bin, klar, wir können, ich Oder würde, wollen wir es teilen? bitte? Oder wollen wir es teilen? Nee, alles gut, wir können ja auf, vielleicht mehr auf thematische Sachen und so eingehen, als dass wir wirklich komplett in die detaillierten Story-Spoiler gehen? Oder? Mir egal, wir Wurde wieder müssen uns da? einig sein. Oh, guter Zeitpunkt. Welchen Part meintest du? Nach dem Angriff auf Gorman, Ja, dass da dann plötzlich ein Zeitsprung kam, also relativ zügig dahinter. Da kam noch die Flucht und so weiter. Und dann hat man überlegt, ja, wie geht es jetzt politisch weiter im Senat und so weiter. Und dann kam plötzlich ein Jahr später. Ähm, ja. ja, das ist richtig, das gebe ich dir, dass da ein bisschen mit den Zeitsprüngen, es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich fand es war jetzt trotzdem nicht gehetzt. Was ich gut fand, da sind offscreen Dinge passiert manchmal oder auch innerhalb dieser Zeitsprünge und die Serie hat einem das nicht explizit gesagt. Dieser eine Politiker zum Beispiel, der mit dem Taxi wegfliegt, den haben die umgebracht. Aber Ja. das kriegst du ja nicht mit. Der stirbt offscreen und später wird das irgendwann erwähnt. Und da musst du halt aufmerksam sein und mitdenken. Und ich finde, das ist halt das, was die Serie so toll macht. Im Gegensatz zu Marvel und sonstigen Kram, wo dir halt alles vorgekaut wird und ja, wo auch der letzte Depp, der mit dem Handy noch vorm Fernseher sitzt, mitbekommt, was gerade passiert, wo du eigentlich nur zuhören musst. Und ja, wertschätzt halt seine Zuschauer so ein bisschen besser. Ja, auf jeden Da Fall. sind schon einige coole Szenen dabei gewesen. Mir fallen nur ganz wenig Serien ein, die quasi dem Zuschauer so auf Augenhöhe Ja. begegnen oder auch so viel erwarten. Also, was, wie du gerade schon sagst, in der Szene hätte wahrscheinlich auch, müssen jetzt nicht mal Marvel sein oder so, das können auch andere HBO-Serien sein oder Hm. sowas. Es hätte einen Zoom auf eine Waffe gegeben oder irgendwas, was halt deutlich gemacht hätte, so, hey, das findet hier gleich statt. Aber Ja. prinzipiell wurde nur in Code darüber gesprochen, was genau passieren soll. Und wenn du den Code nicht verstehst, dann bist du raus. Dann Ja. ist es halt ein Moment, wo du dich fragst, so, okay, warum zoomen die jetzt so komisch auf den Typen? Und dann ist es vorbei und dann wird es nicht wieder aufgegriffen. Es waren tatsächlich Dinge dabei, die habe ich auch nicht verstanden. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo sie nach der Waffe, wessen Blaster das ist? Das ist Ja. relativ am Ende, ich glaube, bevor es losgeht. Das ist eine Waffe, die hat den Weg durch die komplette Serie genommen. Das ist die Waffe von Cyril. Der verliert die ganz am Anfang. Ah. Und dann wird am Ende seine Waffe eingesetzt für die Rebellion. Und das ist halt auch so ein Zirkelschluss, den musste ich auch googeln, weil sie hat explizit auf die Waffe geguckt und ich habe das Symbol nicht gesehen. Es war anscheinend irgendein imperiales Symbol und hat deshalb gefragt, wem die Waffe sei bei den Rebellen. Und Stimmt. ja, wenn man das nachverfolgt, kann man den Weg dieser Waffe von der ersten Folge bis zur letzten Folge quasi mitkriegen. Das sind Mega, so ja, das wusste ich auch Details. noch nicht. Ich finde es auch geil, wie die Serie thematisch irgendwie so von den Anfängen von einer Rebellion geht, so dieses ganze leicht dreckige durchzieht und gegen Ende sprenkelt das dann so ein ganz bisschen von dem Star Wars Hm. Mystizismus
dazu, aber auch nicht auf eine übertriebene Art und Weise, sondern irgendwie so, dass es für die Charaktere funktioniert, mit denen du Ja, vorher Zeit verbracht hast. da ist dann diese Frau, die merkt, dass er ein bisschen, ja, so eine Wahrsagerin, irgend sowas, und die merkt halt, ähm dass mit Cassian irgendwas, dass er eine wichtigere Rolle spielt und so weiter. Und dann wird das so leicht Richtung Star Wars Magie geschoben, irgendwie so ein bisschen. Und das fand ich auch cool, den Übergang. Ähm, und die Stimmung ist halt einfach grandios. Einfach mal dieses wirklich düstere und dreckige, und auch zu sehen, dass die Rebellen halt nicht die strahlenden Ritter sind und dass die auch, ja, schwere Entscheidungen treffen mussten, um da hinzukommen, wo es dann am Ende drauf hinausläuft. Und aber auch, dass es wichtige Leute gibt, die halt dafür notwendig waren, dass diese Rebellion überhaupt zustande kommt, die aber halt nicht zu den besungenen Helden gehören, mehr oder weniger am Mhm. Ende. Ja, Ohne tragische Helden quasi. die aber genauso eine Schlüsselposition hatten wie Luke, mehr oder weniger. Nur halt Ja. vorher, nur dass Luke halt reinkommt und am Ende irgendwie die Lorbeeren erntet, weil er den letzten Schritt geht. Ja. Und Ja, und vor allem, die, wie häufig das wirklich am seidenen Faden hing, also das mit den Plänen und so weiter, die Pläne zu stehlen, ist ja alles das, was wir schon aus Rogue One quasi kennen, aber wie knapp das immer war. Ich meine, wir wissen im Prinzip, dass das am Ende dann alles klappt und so weiter, aber es war halt wirklich spannend zu sehen, wie es da hinkommt. ja, Und es waren halt auch einfach super, super coole Charaktere drin und einfach auch super gut gespielt. Also hier, ich will. Skarsgård hat super geil gespielt, Oh, aber den kannte ich. Da wusste ich, dass der abliefert. Aber zum Beispiel Claire? wie hieß seine Gehilfin Cleia, die hat ja eine ganze Folge mit Rückblicken, und wo sie ihn dann am Ende äh, ja, umbringt quasi. Und das war, ja, also die hat super gut gespielt. Und ich habe gelesen, die hat vorher noch keine große Rolle gehabt. Also die war völlige Newcomerin. Genau. Und spielt auf Augenhöhe mit jemandem, der quasi eine 50-jährige Schauspielkarriere hinter sich hat Ja. und preisgekrönte Rollen gespielt hat und so. Es ist wirklich so gut besetzt. Das Ja, ist auch einfach macht handwerklich Spaß zu gut gemacht. gucken. Diese Hochzeitsszene mit der Musik war auch super geil geschnitten, immer mit so einem Gegenschnitt, wo Mon Mothma am Tanzen war und dann irgendwas Dramatisches in den anderen Szenen passiert. Auch Mon Mothma. Hätte mir jemand, so, ich war jemand von den Leuten, die vor Andor mich gefragt haben, so bei bestimmten Serien, die angekündigt wurden, wie zum Beispiel Obi-Wan oder Hm. wie bei, wie heißt er gleich? Egal. Äh, Habe ich mich gefragt, so klar sehe ich den Sinn in der Obi-Wan-Serie. Coole Sache. Das ist quasi ein Ding, was man gar nicht in den Sand setzen kann. Äh, und umgekehrt, Andor, warum soll ich mir eine Serie angucken, wo ich quasi schon weiß, was der Schlüsselpunkt ist am Ende, über einen Typen, den ich nicht super interessant fand in Rogue One, der nicht mal der Hauptcharakter war an dem Punkt. So, Ja, und je je weiter wir gekommen sind, desto, ne, Obi-Wan kann man sehr wohl in den Sand setzen. Ähm, Eindeutig bewiesen. Und Andor ist quasi so, egal was das Team als nächstes macht, egal was die sich vornehmen, äh, thematisch zu behandeln. So, die können eine Serie übers ja. Blumenpflücken machen oder sowas und ich würde mir die angucken. Einfach weil das Kreativteam, den würde ich jetzt erstmal blind vertrauen. Ja, die hatten klar auch gute Schauspieler, aber es war auch halt einfach ähm, vom Drehbuch gut geschrieben und einfach handwerklich, kameratechnisch waren auch so geile Shots da drin und so stimmungsvoll teilweise. Ähm, Mir ist auch aufgefallen, dass sie auf diesem Getreideplanet, wenn dann das Imperium kommt, da haben sie auch Inglourious Basterds nachgemacht. Mit dem Verhör von Hans Lander. Das haben sie teilweise Shot für Shot nachgemacht, wenn Ah, Hans krass. Lander am Anfang von Inglourious Basterds auf Ja, diese französische Farm kommt. Und das war auch so, dachte ich, ist das eine Anlehnung da dran? Das ist genauso. Aber angelehnt, aber halt auch super gut. auch Super gut zeitlich umgesetzt. zu einem guten Zeitpunkt rausgekommen. So, ich habe, als die
Demonstrationen in LA und in den USA vor ein paar Wochen quasi hochgekocht sind. Ich glaube, weiß nicht mehr, welcher Sonntag das war, aber da gab es auch super viele Leute, die irgendwelche Sprüche aus Andor auf ihren Schildern hatten. Viel aus dem Manifest zum Beispiel, was immer wieder vorgelesen wird und was einfach auch so gut geschrieben ist. Oder aus der Rede von Andors Mutter, die du halt quasi, Ja, so das sind Sachen dabei, die kannst du universell ummünzen auf unsere Welt, auf unseren ja, derzeitigen es war halt, Zustand ja, und politisch super passend gerade. ja. Und das Ganze in einem Star Wars Gewand. So. Eine Star Wars Serie, die was zum ähm, Gefängnissystem in den USA zu sagen hat, hätte ich Ja, halt. oder zu Genozid und Völkermord auf Gorman mit dem Gorman Massacre, was jetzt zum zweiten Mal passiert. Also man kriegt ja innerhalb der Geschichte mit, dass genau das an diesem Ort schon mal passiert ist, dort ein Denkmal dafür steht und dann wiederholt das Ja, Imperium den ganzen Kram einfach nochmal. ja. Und ja, ich bin echt gespannt, was das für einen kulturellen Fußabdruck hinterlassen wird. Ich habe so das Gefühl, dass sie auf jeden Fall bei Fans sehr gut ankam. Irgendwie durch die Bank. Also die Kritiken, die man bei den letzten paar Star Wars-Filmen gehört hat oder bei den letzten Star Wars-Serien auch, ähm, schienen nicht sehr laut zu sein, wenn überhaupt anwesend zu sein. Ja. Also ich hatte Und das Gefühl, hier Mandalorian wurde gut aufgenommen, ähm, ja, weil das auch einen eigenen Stil hatte mit dem richtigen auf den Western und Kopfgeldjäger und so weiter. Und das wurde gut aufgenommen und ich hatte das Gefühl, jetzt Andor halt. Aber alles dazwischen war eher so mäßig bis schlecht. Und ich was hoffe man halt, sich dass sie die richtigen Schlüsse draus ziehen. das Animationsteam ist auch richtig gut. Also haben jetzt die letzten 3 Jahre einmal im Jahr immer ein Special rausgebracht mit Ja. Kurzserien. Die haben eine komplette Serie, The Bad Batch, an den Start gebracht, die auch sehr gut ist. Und kommen jetzt mit einer Darth Maul-Serie, glaube ich, Hm. nächstes Jahr an den Start. Also die sind auch immer einen Blick wert. Aber ja, gebe ich dir recht. Also viel kann man. Es kam so viel mittelmäßig und schlechtes Zeug, dass, glaube ich, gerade zum Start von Andor viele Leute einfach gesagt haben: so, sorry, aber kein Bock mehr auf Star Wars. Ja. Kann Ich ich kann es auch vollkommen verpassen. nachvollziehen. Selbst als Star Wars-Fan muss ich sagen, irgendwann stellt sich halt so eine Star Wars-Fatigue ein, genauso wie eine Marvel-Fatigue. Habe ich im Freundeskreis auch gemerkt, dass, ja, früher ist man in jeden Marvel-Film noch reingerannt, so ja, hier bis zum Ende quasi, bis zur Thanos-Ära quasi. Ja, Ja, bis zum Endgame. äh, ja, genau, danke. Und dann war aber auch irgendwie die Luft raus, hatte ich das Gefühl. Dann ist man nur noch in jeden zweiten Film, wenn es hochkommt, gegangen. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt auch einfach, wenn zu viel Angebot ist, ich habe das Gefühl, da wird einfach so viel produziert und es wird halt geguckt, was kleben bleibt. Und das war jetzt halt mal ein Volltreffer. Ja, Aber ja, also von der Qualität top und wie gesagt, traut euren Zuschauern und eurer Kundschaft ruhig ein bisschen mehr zu. ja, auch im Nachgang anscheinend gab es viele Videospiele, die ein neues Allzeithoch irgendwie, oder nicht, Allzeithoch ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber sowas wie Battlefront 2, der letzte aktuelle, hat nochmal wieder ein Hoch gehabt. Die Jedi-Survivor-Teile sind nochmal wieder nach oben gekommen. Also die Leute scheinen Bock gehabt zu haben, danach nochmal wieder mehr Star Wars in der Hand zu haben oder zu konsumieren, weil es endlich mal wieder was ist, was einem mit einem guten Gefühl zurücklässt. Ja, So, ich habe Qualität gesehen, was gab es denn noch Gutes über die letzten Jahre? Ähm, ja, ich glaube, ich ja, hoffe, ich das ist glaube, ein, Star Wars bietet halt noch genug, also da ist noch genug Platz, um geile Stories zu erzählen, aber man muss halt vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg von der Hauptstory, obwohl Andor jetzt eigentlich mittendrin ist, aber halt nicht mit den typischen Charakteren und zu zentral und immer wieder irgendwelchen Fanservice und da tauchen Charaktere auf, die in der Urtrilogie waren oder sowas. Muss halt nicht sein. ja, ich glaube, nächstes Jahr gibt es dann den ersten Kinofilm seit, ich
glaube dann 7 Jahren oder so, den Mandalorian und Grogu. Ja. Ähm, und das Jahr drauf dann Starfighter, ist, glaube ich, der Titel, der dann nach Episode 9 spielt. Ähm, Ich bin echt gespannt, ob die irgendwie so, wenn die Qualität passt, ist mir eigentlich relativ egal, in welche Ära die gehen, in was die zeigen. Aber nach Andor haben die halt die Messlatte wirklich hochgelegt. Ja, wenn sie wollen, können sie. Also wenn die richtigen Leute dran sitzen. Ich meine, die müssen sich nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass alles so düster und ernst wie Andor sein muss. Einfach nur das handwerkliche Geschick und die Mühe, die da drin steckt. Da können sich die anderen Projekte halt ein bisschen was abschneiden. Ja. Hattest du eine Lieblings-Arc bei Andor? Ein Charakter, Lieblingscharakter oder so? Irgendwas, was für dich hervorgestochen hat? Ähm, Ich glaube, am Anfang, also mit dem ganzen politischen Intrigen habe ich erst gedacht, kann ich weniger was anfangen. Aber das ist so ähnlich wie bei Game of Thrones gewesen. Da habe ich auch am Anfang gedacht, diese ganzen Familienkonflikte und so weiter. Aber eigentlich fand ich, glaube ich, Cyril mit am interessantesten, weil der so ein Oh, tragischer Charakter ist. Ähm, ja. Ich fände das so krass, wie dann Cassian und Cyril am Ende miteinander kämpfen. Und für Cyril ist Cassian quasi sein größtes Ziel. Alles, was er erreichen will, ist quasi ihn zur Strecke zu bringen. Und dann fragt Cassian ihn, wer bist du überhaupt? Und da bricht für ihn kurz bevor er stirbt komplett die Welt zusammen. Und du siehst quasi die Enttäuschung in seinem Gesicht, dass sein Erzfeind quasi nicht mal seinen Namen kennt. Das fand ich richtig krass. Und dann erwischt sie ihn halt, aber ja, auch wie er benutzt wurde von Dedra, das war schon übel, wie ihm mitgespielt wurde. Unschuldig würde ich ihn aber auch nicht Nee, nee, um Gottes Willen. Aber ich nennen. fand, der war so wankelmütig, dass der unter dem richtigen Einfluss vielleicht auch auf die gute Seite hätte kommen können. Also Ja, der war halt formbar und wurde halt ausgenutzt und ja, er hat aber Struktur auch gesucht und super, sie im Imperium gefunden. ja, aber auch super gut gespielt, ey. Ja, ja. Ja, Der ich hat mich ständig an den Hauptcharakter aus Twin Peaks erinnert. habe ich immer noch nicht gesehen. Das muss ich mal nachholen. Ganz strange Sache, ey. Ich will das unbedingt mal nochmal wieder gucken. André, haben wir dich überzeugt, Andor mal Hm. anzusetzen? Bestimmt, aber ich bin noch nicht ganz durch mit Clone Wars. Oh, wo bist du da mittlerweile? Staffel 5 bin ich, glaube Oh, nice. Dann wird's langsam richtig gut. ja. Mehr oder weniger. Geil. Ist, hm. Wer ist gerade der Hauptbösewicht? Mal so umgefragt. Der Dings ist ja wieder da hier. Darth Maul. Okay, okay. Ich wollte jetzt nicht vorwegnehmen, dass der da auftaucht. Ähm, aber ja, das finde ich auch stark, wie die quasi einen Charakter genommen haben, der definitiv eigentlich kein Recht hat, wiederzukommen. Ja. Und da, also, was die mit dem Charakter machen, ist fantastisch. Die machen da ihr eigenes Ding mit und machen da einen richtig, richtig guten Charakter draus. Über ich glaube, die haben ihn fast 10 Jahre oder so geformt. War schon sehr gut. Da habe ich auch noch so einen Blindspot. Also Darth Maul ist halt super flach in den Filmen. Also schon beängstigend, weil er halt wenig sagt, aber du erfährst halt gar nichts in Episode 1 über ihn. Ich habe dann Ikonischer erst Look. ja, ich glaube, das erste Jedi-Spiel, da ist man, glaube ich, auf dem Heimatplaneten von denen. Und da erst so ein bisschen von der Backstory mitbekommen, wo der überhaupt Der Darth von herkommt mir. und warum und wieso. Ja, genau. Ja. Nee, der hat eine komplette Hintergrundgeschichte in der Clone Wars-Reihe, kommt quasi zurück und ist einer der Main Player dann und ist auch sehr gut charakterisiert. Gerade weil er halt ein weggeschmissener Cis ist, weil er Ja. quasi seine Identität verloren hat dadurch. Ja, da bin ich mal gespannt, wo es da noch hingeht. Ja, äh,
können wir gerne nochmal reinchecken. Oder ich werde auf jeden Fall nochmal nachfragen, wie es da weitergeht. Du guckst das regelmäßig oder? Immer beim Sport. Wenn ich auf dem Laufteil da bin, dann mache ich mir mal eine Folge an und wenn die durch ist, dann habe ich meine Session beendet. Oh ja, nice. Ja, das ist auch, So glaube ich, zum- gut, was man beim Sport so gucken kann nebenbei. Ja. Cardio am Schluss und dann immer eine Folge von irgendwas. Also jetzt bin ich gerade da. Ja. Ja, schön. Cool. Okay. Ich, Mir ich fällt hab gerade mich, ein, dass ich auf jeden Fall noch eine Spoilerwarnung wahrscheinlich reinsetzen muss, weil wir doch sehr detailliert geworden sind zwischendurch. oder du piepst es raus. Ähm, 5 Ja. Minuten Pi. ja. Und wieder ein Piep bei Piep, Piep, Piep. Ja. Ja, mal Ja, gucken. Pi tötet dann den. Und der kannte den Pi gar nicht. André vergisst, bis er es guckt, wahrscheinlich sowieso alle Namen, hoffe ich. Meistens. Ja. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Es sei denn, jemand von euch hat noch was zu platzieren. Nee, ich habe mich auf Stranger Things Staffel gefreut. Da kamen jetzt die Laufzeiten raus, die sich als nicht wahr erwiesen haben. Meine Freundin hatte mir nämlich, oder meine Frau hatte mir die Laufzeiten gezeigt und da war jede Folge fast 2 Stunden lang, laut dieser Aussage. Wow. Das war aber scheinbar falsch. Das hätte ich vorhin noch Ah. als News reingeworfen, aber habe vorhin nochmal gegoogelt und das war wohl nicht richtig. Krass. Aber trotzdem bin ich gespannt drauf. Ich glaube, das wird ein ganz cooles Finale. Auch wenn sie es wieder irgendwie zerstückeln in 2 Teile. Ja, ich habe das Poster gesehen, wo die wieder auf ihren Rädern sitzen und sehr weit nach vorne gebeugt sind, damit man wahrscheinlich nicht sofort wahrnimmt, dass die Leute jetzt einfach, weiß ich, die sind in ihren 20ern oder so, oder? Ja, also die könnten Das ist, vielleicht noch, ich hoffe, es wird nicht so eine American Pie-Situation, wo 30-Jährige, 18-Jährige spielen. Arrested Aber, Development. ja, aber so eine gewisse Diskrepanz ist halt drin. Du kannst es halt nicht ändern. Wenn, dann hätten sie schneller drehen müssen, wenn denn das Ziel gewesen wäre. Aber ja, musst halt quasi mitwachsen mit der Serie. ich fände einen Zeitsprung cool, aber Ja, bin, den werden sie bin auf jeden auf jeden Fall Fall auch machen müssen. gespannt. Die letzte Staffel fand ich wieder ganz gut, die davor nicht so. Ja, ich glaube, ich habe die immer komplett durchgebinged. Vor jeder Staffel nochmal alles, was bisher geschah. Und ich werde bis heute, ähnlich wie bei Game of Thrones, alles sehen, komplett durcheinander. Ich weiß, was passiert ist, aber ich kann dir nicht sagen, ob das Staffel 2 oder Staffel 3 oder Staffel 4 war. Ja, Dein sorry. Fokus? Ja, Fokus ist auf dem Hintergrund. Naja. Er hat Bu gemacht. Naja. Bu. Kamera ist müde. Kamera will schlafen gehen. Ja, absolut guter Punkt. Dann einmal an euch, die uns da zuhören. Guckt mal bei YouTube rein, wenn ihr bei Spotify zuhört. Da haben wir nämlich noch ein paar andere Videos am Start. Gucken mal in verschiedene Spiele rein. Zuletzt gab es einen Koop mit Kira. Michi hat sich ein schön coziges Ding angeguckt. Und ihr findet noch einige andere Sachen da bei uns auf dem Kanal. Umgekehrt, wenn ihr uns unterwegs hören wollt, könnt ihr uns auch bei Spotify finden. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind wir ein 5-Sterne-Podcast mit einer 5-Sterne-Laufzeit und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Denn das hilft dem Kanal, genauso wie ein Like und ein Abo von euch. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr eure Zeit überall hättet verbringen können. Ihr habt euch entschieden, sie mit uns zu verbringen. Das finde ich fantastisch. Und Ich auch. danke Dennis, danke André. Sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Fick die AfD und macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss.